Ey, yo, what's poppin', everyone? Kann man in der Koralleninsel irgendwo Blinkwings kaufen? Nicht, oder? Nicht bei allgemein. Ah ja, doch, hier. Okay. Ja, mein Blade hat keine Town Blinkwings mehr. Muss man sich mal geben, ey. Ich dachte, die gehen niemals leer. Ich kauf mal. Uff, Alter, sind die teuer. Ne, ich kauf doch keine. Ah. $5.000 ist halt ein Scam. Ich verstehe nicht, warum mein Blade als einziger Char keine hat. Alle anderen haben halt 100 bis 500 und er hat einfach keins. Habe ich wohl mal aus Versehen weggeschmissen. Oh ja, was geht ab? Tauli, Xatos, Atom, Hexenritter, Freaky, Pixelchen und Bolt. Wie geht's, wie steht's? What's poppin'? Urlaub. Nice. Naja, an für sich habe ich auch Urlaub, aber not really. Ich muss eine Seminararbeit schreiben und theoretisch mit meiner Bachelorarbeit anfangen. Hat also ziemlich wenig mit Urlaub zu tun. So gut wie nichts, könnte man auch sagen. Perfektes Timing für ein XP-Event. Ja, aber das XP-Event ist ein Scam. Dass es sich nicht mal an Weihnachten dazu herablassen, 50% für eine Woche zu machen. Oder sei es auch nur 30% für eine Woche. Also, ich meine, es kommt vielleicht noch was, ja. Aber... Also ich verstehe schon, dass es halt einfach so ist. Ja, es gibt halt immer dieses Wochenend-Event und das geht halt immer nur 3 Tage. Aber man kann ja ausnahmsweise an Weihnachten, wenn Weihnachten dann auch noch an einem Wochenende ist, kann man es ja ausnahmsweise mal anders machen. Du kannst es ja das ganze Jahr so machen, aber an Weihnachten kannst du es ja ausnahmsweise mal anders machen. Ob das jetzt zu viel verlangt wäre. Also, dass nicht mal da mal 50% XP-Event kommt oder so, ist schon schwach. Das Update ist mittlerweile auch schon einen Monat her. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass das Update gestern erst gedroppt ist. Und man jetzt nicht will, dass die Spieler instant Level 160 erreichen. Weil ich das sowieso nicht verstehe, warum man das nicht will. Was ist das Problem dabei? Aber naja. Und wo zum Teufel sind die ganzen Monster? Gibt es einen Unterschied zwischen Small, Medium und normalen? Ja. Mehr HP, mehr XP, mehr Damage. I guess. Not sure, auf was du hinaus willst. Was geht ab, Mr. L. Compton? Extra und Live-PC sind auf 2 Milliarden each hochgegangen. Echt? Das heißt, es wäre jetzt reich, wenn ich meine nicht geöffnet hätte. RIP.
Was geht ab? Ari und Chris und ein Muchachos. Was ist ein Oscar Level 75 Ranger Set plus 7, 16 ATK wert? Also letztens hat einer eins für 70 verkauft, oder warst du das? Gekauft, meine ich. Vermutlich warst du das. Ausrufezeichen Elementor Just Chris. Finde den neuen Petfilter endlich mal gut. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, warum sie dafür den alten Petfilter komplett deaktivieren mussten. Sodass du anfängst zu spielen und erstmal alle deine Items liegen lässt, bis du checkst, dass sich da was geändert hat. Das ist mal wieder die most toxic Variante, eine Änderung ins Spiel zu forcieren. Gute Änderung, aber beschissen umgesetzt. So, dass erstmal wieder der angeschissen ist. Gefühlt. Und vor allem steht es nicht mal in den Patch Notes. Disclaimer. Check your current pet filter status, whatever. It could be differ from what you are used to oder so. Whatever. Danke für den Sub, Just Chris. Appreciate it. Prime ist kostenlos. You goddamn right about that. Du siehst gerade eins im Shop und willst es kaufen, nur keinen Plan, was du offern sollst. Also ich würde mal mit 100 Mio anfangen, weil wenn einer eins für 70 verkauft hat, besteht die Chance, dass es auch jemand für 100 verkauft. Also ich würde es einranken, so 150 bis 200, würde ich sagen. Eher 150. Aber hey, wenn es jemand für 70 verkauft hat, wie gesagt, probier mal 100. Warum nicht? Kannst du danach immer noch 150 auffahren. Sehe ich jetzt das Problem nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, 70 wäre frech. Also ich meine, 70 ist es. Das war Schwachsinn, das war viel mehr wert. Also unter 100 nie im Leben. Und selbst 100 wäre Low Ball. 150 ist wahrscheinlich schon Low Ball. Zumindest wenn man die aktuelle Inflation mit in Betracht zieht. Oder mit in die Rechnung einschließt. Nur wegen mir wieder mit Flyf angefangen, damn. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Und mein Beileid. Jetzt aber auch wieder angefangen nach bestimmt 12 Jahren oder so mit Flyf Universe. Danke dir. My pleasure. Ja, wir haben heute angefangen, Möbel zusammenzubauen, deswegen bin ich so spät dran. Hat länger gedauert als erwartet. Morgen nochmal. Da fangen wir aber früher an, also wir werden heute noch einkaufen. Und genau. Yeah. Dank dir konnte ich mit Flyf aufhören. Nun bin ich ein besserer Mensch. Gern geschehen.
Wollte heute auf Rises anfangen, habe 4 Chars erstellt und hatte keine Lust mehr. Wieso nicht? Bist du wieder daheim, Hupe? Haben sie dich entlassen? Aus der Irrenanstalt. Ihr müsst wissen, der Typ ist ein bisschen verrückt. Na, wie geht's, Hupe? Wurdest entlassen. Nice. Sperrt eure Haustür heute Nacht ab. Der Typ ist wieder auf freiem Fuß. Cool. Das freut mich. Guardian X plus 6 für 50 Mio. Zu viel? Yes, viel zu viel. Also clean, so 30 bis 40 ist zumindest mein letzter Stand, aber das ist jetzt eigentlich nicht so wirklich outdated. Also ist von letzter Woche oder so. Also soll schon noch relativ aktuell sein. Na gut, jetzt ist XP-Event, da pushen die gerne mal die Preise. Aber ich meine, plus 6 ist halt im Endeffekt das ist fast das gleiche wie plus 5. Und plus 5 kriegt man in der Regel relativ günstig hin. Also ich wüsste nicht, warum jetzt plus 6 30 Mio mehr kostet oder bis zu 20 Mio mehr kostet als clean. Ist auch kein riesiges Upgrade. I take the L. Tu das. Was ist Arensuit clean so wert? 1 bis 5 Millionen Penya. Aber erstmal gucken, was dir der NPC gibt. Das, was dir der NPC gibt, plus 10% bis maximal 5 Millionen. Aber Asren Set ist ein Set, das eigentlich jeder skippt. Oder die meisten skippen es. Also wirst du dafür nicht viel bekommen. Hatte mir heute schon gedacht, dass du sie zu teuer einkauft hast, aber brauchtest sie? Ach, du hast sie schon gekauft. Ach so, Leute. Oh. Damn. War das die einzige auf dem Markt, oder was? Deswegen, okay. Krass. Ja, liegt wahrscheinlich am also das XP-Event hat wahrscheinlich nicht dabei geholfen, schätze ich mal. Ganz Darkon und Flaris abgesucht, waren die 2 einzigen. Crazy. Dabei gibt es, soweit ich weiß, momentan schon ein paar Leute, die Guardian farmen. Aber gut, die Äxte werden denen wahrscheinlich aus den Händen gerissen.
So, seit 2 Tagen Dazed-Handschuhe, aber habe nur einen gefunden, der die plus 10 anbietet. Die kann ich mir nicht leisten. Es gibt jemanden, der einfach nur Dazed-Handschuhe plus 10 verkauft, ohne Set, also einfach nur einzelne Handschuhe? Was zum Teufel? Weil ich sowas ähnliches letztens auch mal gesehen habe. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Achso, ganzes Set. Achso, okay. Ich wollte schon sagen. Aber letztens habe ich tatsächlich sowas ähnliches gesehen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, entweder Psykeeper oder Ringmaster plus 8 einfach für 30 Mio oder so. Irgendwas plus 8 für 30 Mio oder so. Und Spoiler, für 30 Mio kriegst du nie im Leben auch nur ein einziges Teil plus 8. Du kommst nicht mehr in die Nähe von plus 8 für 30 Mio. Also du hast das abnormalste Glück auf diesem Planeten. Aber ja. Ich meine, bringt natürlich nichts. Also ich glaube, das waren 2 Teile. Boots und Gowns oder so waren das. Das war auch voll random. Aber ich natürlich nicht gekauft. Hast du jetzt die weiblichen Gurten, falls du bis 90 keine mehr günstig findest, holst du dir ein Item dran, sie im Shop. Uff, das würde ich nicht machen. Welches Level bist du denn? Solltest du einen Shop aufmachen auf einem Zweitcharakter, kaufe Dazed-Handschuhe, clean, zahle 5 Mio oder so, wenn du sie so dringend willst. Das ist immer noch wesentlich günstiger als ein Item dran, sie. Also schreibe einfach einen relativ hohen Betrag in deinen Shop und 5 Mio, glaub mir, ist extrem hoch für Dazed-Handschuhe. Und sobald die jemand hat, wird er sich instant bei dir melden, weil ein cleanes Set-Teil für 5 Mio, da sagt keiner nein. In der Regel sind die ja nicht mal 1 Mio wert. 73. Ja gut, okay, dann hast du noch ein bisschen Zeit. Also sie sollten normalerweise nicht über 500k kosten, sage ich jetzt mal pauschal. 90% der Spieler würde sie wahrscheinlich beim NPC verscherbeln. Ich würde sie beim NPC verscherbeln, wenn ich sie jetzt droppen würde. Also jetzt nicht mehr mit dem Hintergrundwissen, dass du sie willst. Aber wenn ich nicht wüsste, dass du sie willst, würde ich sie beim NPC verscherbeln. Problem ist halt nur, ich werde niemals Dazed-Handschuhe droppen. Weil ich keinen Charakter in dem Levelbereich habe, wo man die droppen würde. Hey, Santa Claus, baby. Ach, come on, als ob jetzt echt jemand levelt, ey. Hatte ein MW3 bei 29 Killstreak, 1 von Nuke. Nervenzusammenbruch. Und das ist nicht geschafft, oder was? Hast du Granate abbekommen und wolltest die sofort zurückwerfen? Und dann ist sie explodiert. Warst mal 5 von Nuke, aber das Game war zu Ende, hatte ich auch getriggert. Tja. Lösung Nummer 1, einfach kein Call of Duty spielen. Dann kann das nicht passieren. Balsam für die Seele.
Ui. Irgendwelche Tipps für meinen 1v1 Blade? Eigentlich nicht. 1v1 Blade ist wohl die einfachste, simpelste Klasse im ganzen Spiel. Einfach nur Monster doppelklicken. Alle deine Buffs werden automatisch getriggert, außer Berserk. Da gibt es halt wirklich wenig zu beachten eigentlich. Wichtigste wäre halt, oh mein Gott, nicht dein Ernst. What? Hä? Junge, dieses hässliche Pissspiel, Alter. Warum passiert das manchmal einfach? Das ist einfach Black Screen für 5 Sekunden, genau ausreichend, dass du stirbst. Und dann geht's einfach wieder. Spiel Browser-Games, haben sie gesagt. Das ist keine flüssige Hundescheiße, haben sie gesagt. Well, ich neige dazu, einer anderen Meinung zu sein. Oh, was ist der nicht auf dem Board? Das ist die Zukunft. Mhm. Gibt es schon ein neues Damage-Ranking seit neuen Waffen von den Klassen? Nein. Und der Typ, der das erstellt hat, hat gekündigt. Also wird es das vielleicht niemals geben. Also es hat ein Moderator gemacht, freiwillig. Als quasi Contribution für die Community. Deswegen war es auch nicht hundertprozentig aussagekräftig, das Damage-Ranking, weil theoretisch hätte er Fehler machen können und keiner weiß halt, ob und welche Fehler er gemacht hat. Also es war sowieso nicht hundertprozentig, also man konnte sich da jetzt nicht 1:1 dran halten und sagen, das ist so, das ist unumstößlich. Also es war eine ganz gute Einschätzung, sag ich mal. Ein ganz guter Vergleich. Aber wie gesagt, der Typ, der das erstellt hat, hat gekündigt, also wird es das wohl so schnell nicht wieder geben. Außer es findet sich jemand anders, der es macht. Das kann halt nur jemand machen, der Zugriff auf den Testserver hat und eine ganz fette Menge Langeweile. Weil das dauert ganz schön lange. Also da hockst du bestimmt so jeden Tag 3 Stunden für eine Woche oder so dran. Bestimmt. Du musst dir alles aufs Penibelste einstellen, dass du wirklich nichts vergisst. Alles 10-mal überprüfen, dass du wirklich nichts vergessen hast. Und dann hat der ja auch immer noch 4 verschiedene Builds pro Charakter gemacht, pro Klasse.
Meine Chance, dann bin ich genau der Richtige. Dafür müsste ich Moderator werden. Und das würde ich niemals in meinem Leben machen. Und wenn man sich anguckt, wie viele Moderator bereits gekündigt haben, ist es auch eine sehr schlechte Entscheidung für jeden. Also unabhängig, wer man ist, sich dazu entscheiden, Moderator zu werden. Ich meine, von den OG-Moderatoren wäre mal ganz interessant. Ich meine, gut, die haben mittlerweile wahrscheinlich auch mehr Moderator als am Anfang, I guess. Aber wäre mal interessant, wie viele da schon weg sind. Oder wie viele von den OG-Moderator noch da sind. Also ich meine, ich kannte die eh nie wirklich alle, to be honest. Aber ich schätze mal, es sind nicht mehr viele übrig. Und das nach 1,5 Jahren. Scheint also nicht gerade cool zu sein, für die zu arbeiten. Hier an der Ende. Also es hat ein interessantes Klassenverhältnis. 149 AMs versus 2 Jester. Ja. Moonbeam Abuser halt. Oder Bots. Hat auch schon jemand gesagt, dass der komplette Server wahrscheinlich nur aus Bots besteht. Aber würde ich, also kann sein, nicht auszuschließen, aber auf dem FEC-Server war das genauso. Also für den FEC-Server gab es, glaube ich, am Anfang kein Ranking, deswegen konnte man es nicht nachschauen. Ich glaube, das Ranking für den FEC-Server kam erst später. Das war nicht von Anfang an da. Aber bin mir ziemlich sicher, da war es genauso, weil literally jeder hier im Stream hat Moonbeam abused. Also einfach jeder, außer mir gefühlt. Ich war gefühlt der Einzige, der nicht Assist gespielt hat als Main am Anfang. Und ja. Also kann man jetzt so nicht wirklich sagen. Liar? Wieso? Ich habe gesagt, fast jeder. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Fast heißt nicht jeder. Fast jeder. Also hast du doch selbst Assist gespielt, oder nicht? Dein Main auf FEC war ein Ringmaster. Also wer ist hier der Lügner? Hast du schon mal mit einem Bekanntschaft gemacht, weil der Charname zu anstößig war? Mit einem Game Master oder was? Dein Charname war zu anstößig. Warum verkaufen Leute 145er Waffen? Weil es tatsächlich Leute gibt, die actually craften, aus irgendeinem Grund. Es gibt Leute, die tatsächlich craften. Irgendwelche Wahnsinnigen. Aber nicht alle Waffen verkaufen sich, glaube ich, gut. Also ich verkaufe jetzt Äxte für 600k. Habe ich zumindest gestern eine verkauft bekommen. Und ja, keine Ahnung, was das zweiteuerste wäre, wahrscheinlich Sticks oder so. Was ich auf jeden Fall nicht mehr mache, ist, ich stelle keine Amethysten mehr her.
Ich wurde gestern so aus dem Leben genommen. Ich habe gestern 18 Millionen in Waffen gehabt und es kamen 2 Amethysten und ein Diamond raus. Die zusammengenommen nicht mal 17 Millionen wert sind. Also ich habe nicht nur Geld verloren, ich habe gottlos Geld verloren. Also da hätten so 30 bis 40 Mio rauskommen müssen, um Profit zu machen wahrscheinlich. Und ich habe einfach 17 bekommen. Ich habe weniger bekommen, als die NPC-Waffen wert waren. Das ist mir noch nie passiert, in meinem ganzen Leben noch nicht. Und das aber auch nur, weil die Amethysten so scheiße wenig wert sind. Also Amethyst kannst du halt niemals für über 5 Mio verkaufen. Und Diamond ist halt fast 7 wert. Oder ist um die 7 wert. Und die anderen Waffen sind aber beim NPC logischerweise mehr wert. Also bei Diamond hast du halt ein viel niedrigeres Risiko, dass du Minus gehst, als bei Amethyst, weil bei Amethyst sind die Waffen beim NPC 10% mehr wert und die Diamonds sind aber 20% weniger wert. Das heißt, wenn das nicht gut läuft, das Amethysten craften, machst du richtig dickes Minus. Und bei Diamonds ist überhaupt Minus zu machen fast unmöglich. Und darauf aufbauend oder davon ausgehend habe ich halt einfach weiter gecraftet, bis es jetzt halt mal richtig schlecht lief und es dann einen vor Augen geführt hat, wie dumm das ist. Also, das mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Und cleane Waffen, ja, mal gucken, wenn die sich ganz gut verkaufen, dann kann man zumindest die aufheben. Aber, ja. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also, selbst wenn man hört, da hat jemand eine Waffe gecraftet mit 500 Tries oder whatever, ja, dann hat er wahrscheinlich ein dickes Profit gemacht von 5 Milliarden oder so. Ich meine, man muss auch sagen, 500 Tries, 500 mal Crafting, das sind über 2,5 Milliarden. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt for free war. Aber man muss ja bedenken, es kann auch sein, dass es mit 10.000 nicht klappt. Also 500 ist schon noch extrem reingelackt. Und da hast du schon nur noch, also in Anführungszeichen, nur noch einen Gewinn von, keine Ahnung, sowas 5 Milliarden um den Dreh. Kommt halt drauf an, welche Waffe es war. Aber die meisten Waffen werden ja irgendwo zwischen 5 und 10 Milliarden liegen. Und das ist halt schon ein extremes Risiko. Deswegen wundere ich mich, dass das so viele Leute bereit sind einzugehen. Weil rein mathematisch ist es einfach nur scheiße dämlich. Man sieht es ja bei Bloody-Waffen, gibt es auch schon Leute, die, also obwohl die Chance bei 2% liegt, hunderte Tries brauchen und auch komplett Minus gehen, komplett broke gehen, ihr komplettes Geld verzocken. Und da ist die Chance 2%. Bei den Hermes-Waffen ist die Chance 0,01%. Oder 0,001%. Also egal, auf jeden Fall 1 zu 10.000, whatever. Also, keine Ahnung, wer das macht. Also, das ergibt einfach vorne bis hinten keinen Sinn. Und deswegen sind die Amethysten auch so wenig wert. Weil es halt nur ein paar Leute gibt, die es überhaupt probieren. Spielsüchtige. Diese Menschen nennt man spielsüchtig. Aber das andere spielsüchtig. Also nicht das Fleisch spielsüchtig, sondern das Glücksspielsüchtig. Du hast heute schon wieder gesündigt? Schon wieder gecasht? Für die GX oder was? Ein Server, wo man Free-to-Play weniger Geld verdient, als die Inflation ansteigt, macht Spaß. Da musst du auf Totemia spielen. Also Burudeng hält sich überraschenderweise ganz gut. Der Cashpreis ist jetzt die letzte Woche nicht mehr weiter gestiegen. Auf Totemia angeblich 200 Mio pro 1000. Auf Burudeng 120. 110 bis 120. Und diese 110 bis 120, wie gesagt, sind schon seit über einer Woche. Ich glaube schon seit 2 Wochen fast. Normalpreis. Also seit 2 Wochen mehr oder weniger nicht mehr gestiegen. Und Totemia einfach schon fast beim doppelten Cashpreis als bei uns. Ich will gar nicht wissen, was auf La Wolf abgeht. La Wolf hatte schon vor Monaten, hatten die schon weit über 100 Millionen Penia. Also kann sein, dass bei denen schon 300 oder 400 Mio pro 1000 sind. Da hast du wirklich Probleme, weil also selbst bei 200 Mio musst du ja rechnen, da musst du ja schon 20 Mio die Stunde machen. Also, ich meine, es ist jetzt im High-Level nicht so schwer mit NPC-Items, aber im Low-Level, da musst du ja 20 Mio die Stunde machen, um irgendwie sagen zu können, okay, ich kann mir zumindest täglich, wenn ich 2-3 Stunden grinde, so ein paar Products oder so leisten oder was man sich halt da so schönes, keine Ahnung, zurechtlegt, so
Aber 20 Mio die Stunde, das schaffst du halt wirklich frühestens ab Astria und dann auch nur mit einem guten Killspeed. Nur mit NPC-Items. Also, und dann, wenn dann nur noch dazu gerechnest, Power Dice sind ziemlich wenig wert, Set-Teile sind in der Regel gar nichts wert, also du droppst halt das eine Set-Teil, das aus irgendeinem Grund was wert ist. Also du kannst halt auch nichts droppen als Anfänger oder als Low-Level-Spieler, dass da wirklich das rausreißt. Wo du irgendwie sagen kannst, bam, 200 Mio. Das wird nicht passieren. Einzige Ausnahme wäre sowas wie Necklace-Suit oder so. Gibt ganz wenige Ausnahmen, aber auch wirklich nur ganz, ganz wenige. Also da haben wir auf Boding schon noch Glück, weil ich meine 100, knapp über 100 Mio ist schon noch halbwegs okay. Ich meine, es wird zwangsläufig auch ansteigen, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber zumindest steigt es nicht so krass und so schnell wie bei anderen Servern an. Aber die Reseller sorgen schon dafür. Ich schwöre es euch, ey, die Reseller, die zerstören das ganze Spiel. Die Reseller und die Botter. Das sind die Nummer 1 Gründe, warum die Preise immer weiter steigen. Wenn jeder nur Items kaufen würde, die er auch tatsächlich selber braucht, und es gut keine Botter geben würde, ein Traum, der niemals in Erfüllung geht, aber die Reseller sorgen schon auch dafür, dass die Cashpreise permanent steigen. Die sind da genauso schuld dran. Auch super nervig. Die sorgen halt dafür, dass es irgendwann keine F-Coins mehr gibt und wenn das passiert, steigen instant die Preise. Wenn es zu wenige F-Coins gibt, die angeboten werden. Dann kann an einem Tag der F-Coin-Preis theoretisch um 50 Mio steigen, wenn keiner mehr F-Coins verkauft, aus welchem Grund auch immer. Und die Tower Quest Abuser? Naja. Das, was ich täglich mit Tower Quests mache, macht ein Bot-User in einer halben Stunde wahrscheinlich. So. Also ein Bot-User mit 20, 30 Bots, der macht das wahrscheinlich in einer halben Stunde, was ich am Tag mache. Außerdem gibt es von uns nicht so viele Tower Quest Abuser. Ich wette, auf ganz Borodin gibt es maximal 10 Leute oder so, die das so machen wie ich. Wenn überhaupt. Navi kriegt man für 60 bis 70 Mio. Auf Totemia? Echt? Ja, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall noch viel wert. Ich meine, selbst wenn es nur 60 Mio sind, ist trotzdem heftig. Im Vergleich versus alle anderen Set-Teile, die basically nichts wert sind. Oder nur ein Bruchteil davon. Und das neue Candy Cane Kostüm, wie viel Prozent hast du bekommen? Also wurde es 10 und wie viel hast du bekommen? Wahrscheinlich 2. Wie viel XP bekommst du pro Gruppe im Durchschnitt? Ich meine, es ist wahrscheinlich Stunde, oder? Keine Ahnung. Nicht viel. 6%? Oh, na, immerhin. Man kann mehr als 2% bekommen? Du nicht, aber alle anderen schon, ja. Kappa. Was geht ab, Coreso?
Kann man einen Forben und Bloody Access gut selber haben oder ist es viel günstiger, wenn du selber kaufst? Wenn du fertig kaufst. Immer Equipment fertig kaufen. Upgraden ist niemals günstiger. War es noch nie, ist es nicht und wird es niemals sein. Selber upgraden macht man nur, weil man entweder dumm ist oder halt für den Content oder für das Gefühl. Für den Prozess. Aber du weißt immer, du wirst Minus machen. Das steht von vornherein fest, dass du Geld verlierst. In dem Moment, wo du auf Upgrade drückst, hast du Geld verloren. Und du kriegst es nie wieder zurück. Ach, come on. Wie ist Ihre Meinung? 1v1 Jester und 1v1 Ranger, gleiches Gear, wie wäre da der Damage-Unterschied? Gigantisch, weil Jester viel mehr Schaden macht als Ranger. Er wäre gigantisch. Naja gut, sagen wir jetzt nicht gigantisch, aber schon ziemlich groß. 10 bis 15% sind es, glaube ich. Kannst du nachschauen, DPS-Ranking einfach bei YouTube eingeben. Live Universe, DPS-Ranking. Das müssten so 10 bis 15% sein. Meine ich, mich zu erinnern. Damn. Santa Claus. Ach, das hat sich da vielleicht was getan, weil die Klassen ja inzwischen angepasst wurden. Ja, aber das beinhaltet schon die Anpassung. Also ich weiß nicht, welche Anpassung du meinst. Es gibt so gut wie kein Balancing in dem Spiel. Also das letzte Balancing ist ewig her. Halbes Jahr oder so. Irgendwann während FEC wurde mal gebalanced. Und da wurde Ranger tatsächlich gebufft, aber das Damage-Ranking wurde danach erstellt. Also da war der Buff schon enthalten und Ranger war trotzdem deutlich schlechter als Jester. Das war schon mit dem Buff. Also Ranger wurde gebufft und Blade wurde, glaube ich, gebufft aus irgendeinem Grund. Aber das Damage-Ranking enthielt schon alle Buffs und seitdem wurde nicht mehr gebufft. Ein guter Preis für einen plus 8er Forben und plus 10er Bloody Axe. Also plus 10er Bloody Axe kostet, glaube ich, so 1,4 Milliarden in dem Dreh. Also kommt halt drauf an, wie genau die jetzt ist. Aber eine sehr gute, soweit ich weiß, 1 bis 1,5 Milliarden, sowas in dem Dreh. Und ein plus 8er Forben kommt halt drauf an, ob 16 oder 28. Also plus 8er Forben mit 16 müsste eigentlich fast gar nichts wert sein. Es müsste unter 500 Mio sein. So, ja, 300 bis 500 irgendwas in dem Dreh. Ich kann es nicht so gut einschätzen. Aber eigentlich nicht so viel. Und mit 28 wahrscheinlich eher so, keine Ahnung. Eine Milliarde vielleicht. Bisschen mehr. Es wird es wahrscheinlich nicht so viele geben. Form plus 8 mit 28 wird es wahrscheinlich nicht so viele geben. Schätze ich mal. Der Speedbuff vom Akro wurde immer genervt. Auf irgendwie 15 Sekunden und 25 Sekunden Cooldown. Mittlerweile geht's wieder, ja. Das war bei dem, da wurde Ranger, wie gesagt, besser gemacht. Also Ranger spezifisch, nicht Akrobat. Und da haben sie auch wieder das mit Fastwalker rückgängig gemacht. Weil sich da jeder drüber aufgeregt hat die ganze Zeit. Und das Lustige war, sie haben quasi ein Patch gemacht, wo drin stand,
Fastwalker geht jetzt wieder 25 Sekunden. Und es war aber einfach falsch. Also sie haben es vielleicht auf dem Testserver geändert oder so, aber sie haben es nicht auf dem Live-Server geändert. Und dann musste man entweder 2 oder 4 Wochen, ich glaube 2 Wochen, musste man dann warten, bis es dann tatsächlich geändert war. Also es stand irgendwie schon da, dass es anders ist, aber es war halt effektiv noch nicht anders. Also man muss dann einfach nochmal 2 Wochen weiterhin mit dem beschissenen, mit dem langen Cooldown spielen. Und obwohl in den Patch Notes halt drin stand, dass es geändert wurde. Das war auch übelst der Troll. Das war ja schon ein Thema, was die meisten Akros halt übelst aufgeregt hat. Also ich meine, mir war es egal, weil ich habe dann eh keinen Ranger mehr gespielt. Deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr getriggert. Ein bisschen hat es mich schon getriggert, aber also wegen Tower Dailies, die ich noch mit meinem Ranger gemacht habe. Aber die meisten Leute, die wirklich aktiv Ranger oder Jester gespielt haben, die hat das natürlich jeden Tag übelst getriggert. Und dann kommt endlich die Änderung nach Monaten, wo sich Leute beschwert haben wahrscheinlich. Und dann einfach vergessen reinzupatchen und dann musst du nochmal 2 Wochen warten. Das war schon übelst der Troll. Aber ja, mittlerweile geht's ja. Classic Gala halt. Elle könnte man buffen, zum Beispiel Poison Cloud spammen. Poison Cloud spammen würde keinen Sinn ergeben, weil du benutzt den Scare wegen dem Damage over Time. Dann wäre Poison Cloud nicht mehr so stark, wenn du spammen könntest. Aber wo du halb recht hast, ist halt, man bräuchte ein spammable Skill von jedem Element. Das fehlte. Also es gibt kein Wasser-spammable Skill und es gibt kein Feuer-spammable Skill von Elementor AOE. Oh. Naja, Blitz gibt's. Ich wollte gerade sagen, Blitz gibt's auch keinen, aber doch, aber halt Nahkampf. Also es bräuchte noch einen Fernkampf-Blitz-AOE, Fernkampf-Wasser-AOE, Fernkampf-Feuer-AOE und alle spammable. Bei Feuermobs würde es Sinn machen. Ja, aber dann willst du ja nicht Poison Cloud, sondern einfach ein Skill, der mehr Damage macht als Poison Cloud, aber halt keinen Cooldown hat. Blizzard-Spam. Ja, das wäre nice. Avalanche. Ekratas. Spielt ihr alle auf Englisch oder was? Das heißt Avalanche. Fly auf Englisch. Cringe. Cringe. Oder Meteo. Wenn das passieren würde, würdest du entweder quitten oder anfangen, Elementor zu spielen, Atom, schätze ich mal. Meteo, vor allem, wenn man den Dreck nicht ausmachen kann. True. Ja, warum nicht? Und bei Jester auch nicht. Jester-Jojos leuchten auch immer. Warum ist das so? Weiß irgendjemand, warum das so ist? Das ist so ein Scheißdreck. Gestern oder vorgestern standen beim Tower irgendwie 5 Jester. Keine Ahnung warum. Aber da standen irgendwie 5 Jester oder so, alle ineinander. Und es hat halt übelst krass geleuchtet, obwohl ich ja Effekte aus habe. Aber die Jojos leuchten aus irgendeinem Grund und ein paar Skills leuchten aus irgendeinem Grund weiterhin. Oder Feuerwerk kann man auch nicht deaktivieren. Feuerwerkskörper, die sind auch super nervig, dass man die nicht deaktivieren kann. Und, ja, aber warum? Also ich verstehe es halt nicht. Also du kannst so 90% aller besonderen Effekte deaktivieren, aber 10% aus irgendeinem Grund gehen einfach nicht. Check ich halt nicht. Das macht halt die ganze Funktion nicht komplett sinnlos, aber halt ein bisschen irgendwie schon. Also check's halt nicht. Außerdem wäre es auch cool, wenn du nochmal unterscheiden könntest. Irgendwie, du kannst Set-Effekte deaktivieren, Waffeneffekte, Skill-Effekte und Umgebungseffekte. Also wenn es nochmal so eine klare Einteilung gäbe, welche Effekte du jetzt wirklich deaktivierst. Also nicht nur einfach, weil besondere Effekte weiß ja wahrscheinlich sowieso nicht mal jeder, was damit gemeint ist, bis er es ausprobiert, wenn es das erste Mal liest. Und ja, da nochmal eine Unterscheidung quasi zwischen den
unterschiedlichen Effekten, die es gibt. Es gibt ja doch einige verschiedene Sachen, die leuchten. Wäre auch schon cool. Aber das wird auf der Prioritätenliste so weit unten stehen, dass das vielleicht in 5 Jahren mal kommt, wenn überhaupt. Ich meine nicht, dass es jetzt unbedingt bräuchte, aber es ist schon immer ein bisschen nervig gewesen, dass es so ist. Weil es halt auch so sinnlos ist irgendwie. Habe ich gesehen, Terranord, ja. Was hat Dela heute in Flares gemacht? Tja, leider gar nichts. Ich wollte was nachschauen, aber ich hatte keine Zeit, leider. Bin ich immer noch der Meinung, dass Geeks of Khoreinensee Time Waste sind? Ja. Wenn du Spielestyler heißt, dann ja. Definitiv. Alles ist Time Waste, was ich gerade mache. Ich habe jetzt 14 Mal Red Meteonica gemacht. 14 Mal in a row. Kein Drop. Das ist halt so ein Witz. Und wenn dann ein Drop kommt, dann sind es wahrscheinlich Grim Boots oder Valex Boots. Die nicht mal, die kannst du beim NPC verkaufen, die wird dir halt keiner abkaufen. Die sind einfach wertlos. Sowas kommt dann. Und dann kommt wieder 14 Mal nichts. Und dann kommt vielleicht der nächste Drop. Also das ist geistesgestört. Ich habe nach langer Zeit wieder angefangen zu spielen, habe ein Video von dir gesehen über Quests und Leveln. Da ist so ein Spreadsheet. Ich habe also nirgends einen Link dazu gefunden. War das eine Excel-Tabelle oder sah es aus wie eine Website? Weil das müsste eigentlich in der Beschreibung oder in den Kommentaren verlinkt sein, die Website. War eine Excel-Tabelle. Oh. Quests und Leveln. Die müsste aber eigentlich auch verlinkt sein. Schau noch mal. Ziemlich sicher, dass die verlinkt sein müsste. Im Top-Kommentar oder so. Angepinnter Kommentar, meine ich. Ziemlich sicher. Weil ich jetzt, wie du vorgeschlagen hast, 8 Charakter erstelle. Ja gut, aber wenn du 8 Charakter erstellst, dann kannst du dich eh nicht so wirklich an diese Liste halten. Weil bei 8 Charaktern spielst du ganz anders. Also diese Liste ist mehr auf das klassische 2-Charakter-System ausgelegt, nicht auf das 8-Charakter-System. Beim 8-Charakter-System ist die wichtigste Unterscheidung ist eigentlich, dass du mit den Quests wartest. Also dein Main-Character macht quasi keine Quests, außer Questverwaltungsquests. Und mit allen anderen Quests wartest du immer auf deine Leecher. Also zum Beispiel eine Quest ist für Level 86, dein Main-Character ist Level 86. Du ignorierst, dass die Quest überhaupt existiert. Wartest, bis alle deine Leecher auch 86 sind, also dein Main-Character ist dann Level 100 plus. Und dann machst du erst die Quest. Und das ist der Hauptunterschied. Und deswegen
wenn du 8 Chars spielst, sind solche, sag ich mal, Auflistungen oder solche Empfehlungen dann eigentlich quasi nicht mehr wirklich so relevant, weil du machst die Quests immer erst, wenn deine Leecher das Level erreicht haben. Also ich meine, außer du willst dann eine generelle Quest-Übersicht oder so, ich meine, das ist natürlich schon hilfreich, aber grundsätzlich machst du die halt einfach immer erst viel später und dann ist es eigentlich auch schon egal. Über welche Liste geht's gerade? Ich glaube, die beste XP-Liste von ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, zumindest die einzige Liste, die ich jemals erstellt habe, wo Quests und Level oder so drin standen. Du wolltest auch 1v1 BPS Main spielen. Ist ja wirklich so kacke, wie ich ständig lese. Ja. Nein, ist er nicht. Gute Nacht, Compton. Nein, ist heute nicht Freitag. Nein, ist er nicht. Aber wenn du wirklich 8 Charakter spielen willst, würde ich dir dringend davon abraten, einen Bill-Poster, 1v1-Bill-Poster als Leveler zu nehmen. Also das kannst du schon auch machen, es funktioniert genauso, aber das wird sehr lange dauern. Oh, Pixelchen geht schlafen. Oh. Gute Nacht, Pixelchen. Gehen mir die Krabben nicht langsam auf den Sack? Doch, aber im High-Level ist es normalerweise so, dass du hunderttausende Monster tötest, bis du mal die Monster wechselst. Also, das ist egal, ob die halt dir auf den Sack gehen. Du musst da weiter machen. Also stimmt nicht ganz, ich sammle hier eigentlich nur die Quest-Items und ich bin bald fertig damit. Quest-Items sind hier in der Mitte, 520, diese orangenen Kreise. Oder diese orangene Ball oder whatever. Und, wenn ich da 600 habe, bin ich vermeintlich fertig. Ach, shit. Ich farm die Kingster Questies selber. Wahrscheinlich mit meinem Ranger. Und ich werde dann Full Power abgehen. Spielt keine Rolle für wie viel Faith, weil das gegen die Spielregeln ist, also würde ich es niemals machen. Also nichts.
Spiel auf dem neu releaseden Server. Hast du vielleicht auf die Schnelle ein paar Tipps, was ich da machen sollte, um Benefits zu ziehen? So schnell wie möglich leveln. Leveln. Und ich hoffe, du weißt, wenn du zum Buff-Peng gehst, kriegst du einen XP- und Drop-Rate-Buff. Und zwar einen geistesgestört krassen. Also unbedingt beim Buff-Peng vorbeigucken. Bis Level 119 kriegt man den Buff. Wie sinnvoll ist das Quest, wenn man Level 65 ist? Keine Ahnung, kommt drauf an. Also jetzt bei XP-Event heißt es eigentlich immer, dass man nicht questen sollte. Während einem XP-Event macht man keine Quests. Also während XP-Event eigentlich immer leveln, nicht questen. Weil du da auf die Minute, Stunde, whatever gerechnet eigentlich immer mehr XP bekommst. Und Quests in FNAF Universe sind tatsächlich relativ fair. Selbst wenn du eine Quest 20 Level später machst, und da übertreibe ich jetzt echt überhaupt nicht, kriegst du immer noch ultra viel XP, wenn man bedenkt, dass du 20 Level zu hoch bist. Also, klar, statt 20% kriegst du nur noch 4% oder so. Aber das ist eigentlich immer noch ziemlich fair bei den meisten Quests und ich kann das ganz gut beurteilen, weil wie gesagt, bei der 8-Chart-Taktik machst du die Quests immer viel später. Also zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Level 86er Quest, oder 85 ist es besser gesagt, die Dekans Mine Quest, die habe ich mehrfach gemacht, wo ich fast 20 Level zu hoch war und habe trotzdem dann immer noch 30% für die gesamte Questreihe bekommen. Und natürlich, im Low-Level kriegst du 2 Level dafür, ja, aber du bist ja auch 20 Level zu hoch und auf einem viel höheren Level und da sind ja 20% dann trotzdem ziemlich heftig dafür, dass du durch eine Quest durchrusht, weil die Quests werden dann auch leichter. Also die Quests werden, wenn du ein höheres Level hast, auch viel leichter. Also die Dekans Mine Quest ist auch so eine Quest, wenn du die wirklich mit dem richtigen Level machst, ohne Hilfe von High-Level-Charaktern, also egal ob von deinen eigenen oder von jemand anderem, ohne Hilfe ist die Quest unfassbar schwierig, wenn du sie auf dem richtigen Level machst. Und das heißt, die dauert auch wesentlich länger. Eventuell stirbst du einige Male, verlierst dann auch wieder XP und Zeit. Und wenn du sie im High-Level machst, geht sie wesentlich schneller. Und die Belohnungen sind, abgesehen von der XP, halt die gleichen. Und ja, es ist immer so ein bisschen hin und her. Leichte Quests kann man eigentlich mal sofort machen. Schwierigere Quests finde ich, vor allem wenn man mit mehreren Charaktern spielt, das macht ja eigentlich jeder mit mindestens 2 Charaktern, kann man durchaus auch mal aufheben und sie dann mit mehreren Charaktern zeitgleich machen. Spart man sich nämlich auch eine Menge Zeit. Bei FEC ist aber so eine einmalige Sache, würde da vielleicht anfangen. Frühestens nächstes Jahr vielleicht wieder. Aber nichts ist sicher. Kann sein, dass nie wieder ein FEC-Server kommt. Theoretisch. Wie machst du 60 bis 65 mit 8 Chars? Gar nicht. Ein Charakter ist Level 60 und die anderen sind Level 41. Verstehe die Frage nicht. Wann musst du das jemals machen? Du stehst auf Rises kurz vor diesem Problem? Weil dein Main Character ein Moonbeam Assist ist, oder was?
Aber wieso zum Beispiel spielst du auf Rises? Hat dich die Inflation auf Totemia vertrieben? Sind diese neuen Low-Level-Dungeons sinnvoll zu machen beim Serverstart? Also wenn du sie schaffen würdest, würdest du dort sehr schnell leveln. Aber die sind actually gar nicht mal so leicht. Also du müsstest da auf jeden Fall mit 2 Charakteren rein. Einer, der dich bufft und healt. Und dann ist halt die Frage auf einem neuen Server, wo du kein Equipment hast und vermutlich auch keine Power-Ups. Ob du den überhaupt schaffen. Also den ganzen Dungeon wirst du safe nicht schaffen. Aber selbst Leveln dort könnte schwierig werden. Und wie gesagt, dann lohnt es sich halt, wenn überhaupt, nur dort zu leveln. Also der Loot ist Trash. Außer wenn du Keys droppst und die Käfige öffnest, das ist ganz okay. Auch bei Low-Level-Dungeon. Der Main ist Magician. Ich frage mich, ob die Quest Top 60 nutzen sollte, um möglichst schnell auf 65 zu kommen. Nein, weil dann musst du es ja mit deinen ganzen anderen Charts nochmal nachholen. Würde ich eher nicht machen. Also dauern die Quests 100 Jahre. Du hast übelst den fetten XP-Bonus plus XP-Event. Du levelst jetzt auch schnell auf 65. Mach einfach nur die Quest-Verwaltungsquests. Und da gibt es von 60 bis 65 halt 6 Stück oder so. Die du klugerweise natürlich auch schon vor Level 60 angefangen hast zu sammeln, damit du sie direkt mit Level 61, 63, 65 abgeben kannst. Hatte eine längere Pause, kurze Frage. Es sollte doch mal eine neue Klasse released werden, so eine Art Puppenspieler. Gibt es die mittlerweile? Nein. Nope, gibt es nicht. Santa! Santa Maria. Ich glaube nicht, dass es sich bei 2 XP, wenn es gleichzeitig lohnen würde, in der Wüste rumzukrebsen. Naja, du hast ja auch einen Drop-Bonus. Aber ja, gut, das vielleicht nicht, nee. Aber Garbage Spider zum Beispiel haben eh einen sauguten Spawn. Einen der besten. Da hinten gibt es keinen Buff-Pang. Doch. Also direkt in der Wüste gibt es, glaube ich, keinen. Aber das Darkon 3 Camp ist direkt neben der Wüste. Also, naja gut, nicht direkt daneben, aber schon ziemlich sehr nah. Also ist auch nicht weiter weg als Darkon 2 von Garbage Spider oder so. Lohnt sich dieser Battle Pass, den die da anbieten? Kommt drauf an, welchen du meinst. Gibt gerade 2. Der Dezember Pass lohnt sich, aber du müsstest halt noch Level 80 erreichen, bevor du Belohnungen einlöst, weil die Belohnungen vor Level 80 sind schlechter als die Belohnungen nach Level 80. Also du müsstest halt bis zum 31.12. spätestens am 31.12. Level 80 erreichen. Und Level 30 mit dem Battle Pass, wenn du ihn jetzt erst kaufst. Auch das könnte schwierig werden. Also wenn du jeden Tag spielst, soll es eigentlich kein großes Problem sein. Aber wenn du nicht jeden Tag spielst, dann könnte es ein Problem sein. Oder wenn du nicht jeden Tag sehr aktiv bist. Also jetzt noch so 9 Tage, das könnte schon knapp werden. Musst du auf jeden Fall täglich reinsuchten. Weil wir haben noch 2 Mondtage, oder? Nee, haben wir nicht. Oh, er endet dann am Sonntag. Das ist mies. Der Battle Pass endet dann am Sonntag. Bitter.
glaube, FEC wird kommen, weil Rises offensichtlich eine finanzielle Enttäuschung wird. Ganz wenig Cash zu sehen auf Rises. Was ist da so der F-Coin-Kurs, falls es sowas überhaupt schon gibt? Also gestern habe ich einen gesehen, kaufe F-Coin für 3 Mio. 1000. Der stand in Flares. 25 Mio nach 24, naja, nach 30 Stunden ungefähr. Das ist krass. Das ist richtig viel. Also auf FEC war es, glaube ich, am Abend, als ich online gekommen bin. Ich gehe ja meistens immer erst abends online. Das heißt aber, das war auch so 10 Stunden live. Da waren es, glaube ich, auch schon 30 Mio. Also nach 10, also quasi vor 24 Stunden sozusagen. Aber das ist trotzdem geistesgestört teuer. Aber es macht schon Sinn, weil du hast 15 Mio gesehen vorhin. Ja, aber es ist trotzdem extrem, weil das ist nach einem Tag basically. Da soll es eigentlich nicht mehr als 10 Mio sein. Also eigentlich nicht mal 10 Mio. 10 Mio wäre schon teuer. First try. Aber du musst ja bedenken, also Borodeng, wie gesagt, ist 110 bis 120. Und der Server ist 1,5 Jahre alt. Und der Server ist knapp einen Tag alt. Also, das ist ein bisschen viel. Och nö, nicht diese hässliche Violet Crab, Alter. Die haben noch 50% Drop bis Level 60. Ja, aber bis Level 60 sind NPC-Items eh nichts wert. Wo soll da bitte das Geld herkommen? Also eine Inventarleerung auf Level 45 gibt dir so eine Mio, wenn es hochkommt. Was nicht schlecht ist, aber dann sind es halt 1,5 Mio mit den 50%. Also, es sollte noch kein einziger Spieler auf dem Server mehr als 100 Mio haben eigentlich. Würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen. Dann ist Cash pro 1000 über 10 Mio geistesgestört. Das hat ja kein Mensch. Wer soll das zahlen? Das hat ja niemand. Was bekomme ich noch für ein Vapon-Set? Clean ist bestimmt nichts wert. Ist es auch nicht. Suit vielleicht 2-3 Mio, Rest wertlos. Ui. Remingster Boots was wert? Nope. Ab 61% haben die noch 30%. Ab 61 haben die noch 30% Drop. Und 30% XP. Ja. Bin ich komplett free to play? Yes. Jesses Boots hinterher, die waren noch nie was wert. Naja, vielleicht ganz am Anfang ein kleines bisschen, aber wertlos.
In Southeast Asia hat niemand Geld und Rises hat nichts Besonderes zu bieten. Ja. True. Aber man muss auch dazu sagen, der FEC, also der Flive Universe Cash Shop, der ist schon geistesgestört teuer. Also, das ist ja sogar, also. Na gut, okay, ich bin Free-to-Play, aber grundsätzlich, also, ich sag mal so, Flive Universe würde ich jetzt tatsächlich vergleichen wie so ein Gacha-Game von den Preisen her. Bestes Beispiel, die Speedset-Box im Cash-Shop. Über 5 Euro, je nachdem, wie du es rechnest. Mit Maximalbetrag aufladen und so weiter. Aber egal, wie du es rechnest, sie ist schweineteuer. Dafür, dass du einfach random Glück spielst, ob du dein Geld verlierst oder dein Geld verdreifachst. Also Idealfall, du verdreifachst dein Geld oder vervierfachst fast. 3- bis 4-faches Geld. Oder du verlierst halt einfach dein Geld. Also es gibt Break-Even, 8% Speedset. Es gibt Geld verdreifachen oder vervierfachen, 10%. Und es gibt Geld verlieren, 2 und 4 und 6%. Also es ist nichts anderes als eine Gacha-Box. Und es ist auch genauso teuer wie so ein Gacha-Game. Und alle anderen Preise sind ja auch nicht gerade günstig. Also schon crazy. Also eigentlich war es bei MMORPGs, zumindest habe ich das früher schon so in Erinnerung gehabt, dass du da eigentlich schon relativ viel Geld für dein, viel Zeug für dein Geld bekommen hast. Deswegen ja auch Pay to Win. Weil du halt, indem du Geld ausgegeben hast, einen extremen Vorteil dir holen konntest. Also kannst du jetzt halt immer noch, aber jetzt musst du halt auch actually payen. Also früher würde ich sagen, also vielleicht Inflation, I guess, keine Ahnung. Aber früher hättest du vielleicht sagen können, der Fokus liegt mehr auf dem Win von Pay to Win. Und jetzt liegt es mehr auf dem Wort Pay. Als auf dem Win. Das meine ich quasi. Kommt mir zumindest so vor. Weil halt vor allem die essentiellen Items teurer geworden sind. Wie die Partyscrolls und so. Und die weniger essentiellen sind günstiger geworden, wie die Power-Ups. Weil Power-Ups für echt Geld kaufen, weil ich mit der Meinung wahrscheinlich auch alleine bin. Aber ich finde halt Power-Ups für echt Geld kaufen ist immer so, weil man sie ja doch in einem relativ großen Ausmaß sich gratis erspielen kann. Wohingegen andere Items wie Party-Scrolls oder Upgrade-Scrolls und so, die kann man sich in der Regel auch gratis erspielen, aber nur echt selten, echt schwierig und dann auch nur ganz, ganz, ganz begrenzt. Wohingegen Power-Ups bei einem guten Event, wie jetzt das aktuelle Santa-Event, wenn das Santa-Event komplett ausgrindest, kriegst du ja tausende Power-Ups gefühlt. Natürlich nicht unbegrenzt von jedem Power-Up, aber kriegst sau viele Upcuts, sau viele Potions, Vitaldrink, Refresher Hold und so. Also ich sag mal so, wenn du jetzt dich immer einen Upcut-Stone aktivierst, ich meine, aus irgendeinem Grund gibt es Leute, die können quasi ohne Upcut-Stone nicht spielen. Finde ich, ist halt auch extrem verschwenderisch, da muss man halt auch dafür blechen dann. Dann braucht man sich dann auch nicht aufregen, die Upcuts sind schon wieder teurer geworden. Dann benutzt nicht 24/7 einen, dann musst du auch nicht die ganze Zeit welche kaufen. Denke ich mir dann halt. Und ja, also wenn man dann ein bisschen haushaltet, kann man seine Power-Ups schon easy Free-to-Play machen. Deswegen finde ich, dass die, ausgerechnet die sind am günstigsten im Vergleich zu früher von Flive PC. Finde ich, ist es halt dann das schlechteste Argument zu sagen, irgendwie, dass dann halt sich das wieder ausgleicht. Ich habe doch selber einen an. Ne, ich level ja gerade auch. Ich habe so gut wie nie Power-Ups an. Ach Mann, diese hässliche Scheißkrabbe, ey. Verreck in der Hölle. Rexvieh. Die ist halt so fett, dass ich auch keine Ahnung habe, wann ich sie nicht mehr treffe, ey. Die Hitbox von dem Vieh so groß ist wie ein freaking Hoshauch. Hochhaus. Hoshauch. Wer kennt's nicht, das gute alte Hoshauch. Wohnt ihr auch in einem Hoshauch? Ich wohne in einem Hoshauch. Cringe. Nices Pet. Danke. Das Ho-Haus? Na, natürlich denkst du wieder ins Ho-Haus.
Davon war nicht die Rede, amigo. Seit wann wird denn nicht mehr gegrüßt? Was gab? Notch? Es werden jetzt nur noch Leute begrüßt, die eine 500er-Bit-Bombe droppen. Ist Hoshauch bayerisch für ein Furz oder so? Es gibt ein Wort, keine Ahnung, ob das bayerisch ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, weil ich das schon ewig nicht mehr gehört habe. Das haben die früher in der Realschule immer gesagt. Ein Chors gelassen oder so? Irgendwie so. Aber ich weiß nicht mehr, ob das bayerisch ist. Könnte auch irgendeine andere Sprache sein. Ein Chors gelassen? Chors? Chors? Keine Ahnung. Irgendwie so ähnlich. Das haben die früher mal gesagt, wenn man gefurzt hat. So 5., 6. Klasse Realschule. Aber ich habe nie hinterfragt, was das für ein Wort ist, woher das kommt und was es eigentlich bedeutet. Habe ich nie hinterfragt. Ich habe es einfach akzeptiert, dass es existiert. This Elle on the way to 147. Ja, läuft ganz gut mit dem XP-Event. Tatsächlich. Weil ich jetzt halt auf das Problem stoße, dass ich bei die Quest-Items von den Captain Crappern habe. Und dann müsste man ja eigentlich entweder zu Naga, aber die sind wahrscheinlich noch ein bisschen zu hoch. Ich glaube, die haben 540.000 HP oder so. Oder man bleibt halt hier. Ich meine, das ist jetzt nicht der schlechteste Spot. Das Beste an dem Spot ist eigentlich, dass hier fast nie jemand ist. Außer vorhin. Aber I guess, der hat nur eine Party gezogen. Oder endlich Channel gewechselt. Eins von beiden. Aber grundsätzlich ist man hier eigentlich ungestört. Das ist eigentlich immer das Beste. Und ja. 512.000. Naja, 512, 540. Macht jetzt auch keinen gigantischen Unterschied. Auf jeden Fall sehr viel. Und die sind halt 6 Level über mir oder so. Nervigste ist halt immer, wenn du ein Monster wechselst, dass dann wieder Achievement resettet ist. Und dir instant 15% Schaden fehlen. Und bei Naga wird safe gerade die Hölle los sein. Das wollte ich gerade noch sagen. Das eine ist, dass sie halt sehr viel höher sind als ich und nochmal mehr HP haben. Und das andere ist halt, dass, genau, dass da halt die Hölle auf Erden los ist. Und dann, du dann effektiv dort safe auch nicht mehr XP machen wirst, als an einem, in Anführungszeichen, schlechteren Spot. Also ich schätze mal, dieses Wochenende bleibe ich einfach hier wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich eh kein Level abschaffen. Weil Sonntag ist ja Weihnachten, Heiligabend. Da werde ich eventuell mittags, nachmittags streamen, aber abends vermute ich nicht. Also je nachdem, vielleicht einen kleinen Nachtstream. Ich glaube, das habe ich die letzten 3 Jahre gesagt und habe es nie gemacht. Also von dem her wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht passieren. Aber mal schauen.
Oder ich farm schon die Kingster-Questies. Ja, aber es ist ein XP-Event. Also da würde ich schon jetzt eher den Fokus aufs Leveln setzen. Bei Kingster-Questies farmen, egal wie ich es mache, es wird mir nicht sehr viel XP geben. Also das kann auch 2 Tage warten. Ich meine, wenn ich die Kingster-Questies habe, bin ich eh fast fertig. Wie viele Monster kommen dann noch? Naga, Dorian, Kraken und die Oaken. Oder wie auch immer die Scheißviecher heißen. Also danach sind es dann eh nur noch 4. Also Hälfte ist schon fertig dann. Sehr viel mehr kommt dann nicht. Und ich meine, die Questies von den Kraken und Dorian zum Beispiel, da bin ich eh noch viel zu niedrig für. Also die einzigen, die ich jetzt noch sammeln könnte, wäre jetzt erstmal Kingster und danach dann vielleicht Naga ab 147, 48 und dann wäre ja erstmal Feierabend. Weil dann müsste ich für die restlichen, um die restlichen Quest-Items zu sammeln, müsste ich dann erstmal einige Level-Ups haben. Weil sonst wird es nichts mit dem Sammeln. Also es kommt jetzt eh bald die Phase, wo ich dann actually leveln muss, um in die Reichweite der Quests und Quest-Items zu kommen. Dass man in 8 Charaktern gleichzeitig schon eine richtige Tattoo, wo man sich selber anfangen könnte zu hassen, sobald man die Second Job Change machen muss, oder? Ich finde, das Schlimmste an den 8 Chars sind die Job Changes. Yes, die sind ultra ätzend, aber ist ja logisch, weil du machst 8-mal Job Change innerhalb von ein paar Stunden, Minuten, Tagen, whatever. Und Job Change macht ja keinen Spaß. Also selbst einmal Job Change ist ja nervig. Das ist das Ätzendste. Und das Zweite ist der Anfang, finde ich persönlich. Also Level 1 bis 15 generell, weil, weil deine Party halt einfach nicht Level 10 wird. Und ohne Party auf Level 10 macht das 8-Char-System keinen Spaß. Am Anfang. Dann kam die Grippe wieder und nun Bett. Ain't notch. Gute Besserung. Wie finde ich das super tolle neue Dead Play Emote? Ich hasse es. Also an für sich wäre es mir egal. Aber das macht halt auch das Geräusch, wenn jemand stirbt. Und erstens mal ist das halt super nervig, weil jemand kann halt das Emote mehr oder weniger spammen und dann die ganze Zeit also dir voll ins Ohr stöhnen sozusagen. Und das andere ist halt, ich meine, du denkst ja immer, wenn du das Geräusch hörst, jemand ist gerade gestorben. Und in der Regel bist du ja am Leveln oder, also normalerweise bist du jetzt ja nicht, also ich meine, wenn du jetzt in der Stadt bist, dann wirst du das Geräusch wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen oder so. Aber wenn du jetzt halt tatsächlich in einer Gefahrensituation bist, also zum Beispiel beim Leveln oder so, der laufen auch tonnenweise Monster und Agros hinterher, dann denkst du halt immer, oh fuck, mein Charakter ist gestorben oder irgendjemand ist gestorben. Was ist passiert? Und dann siehst du halt, es ist gar nichts passiert. Es hat einfach nur jemand dieses dämliche Emote gemacht. Oder es ist jemand gestorben und du warst es einfach noch nicht selber. Hast es aber gehört. Aber so oder so, ultra das sinnlose Emote, finde ich. Weil, ja, du kannst damit halt schon heftig tröllern. Ich meine, sie haben es ja extra für Guild War, glaube ich, deaktiviert, dass man es im Guild War nicht benutzen kann oder so. Oder irgendwie beschränkt für ein Guild War. Das zeigt ja schon, ich meine, gut, im Guild War ist vielleicht nochmal eine besondere Situation, aber es zeigt ja schon, dass man das irgendwie abusen kann in irgendeiner Form. Und das kannst du im PvE auch. Ich meine, gut, im PvP juckt es dir jetzt nicht, wenn da jemand tot am Boden liegt und viele Leute spielen ohne Sound, aber für die Leute mit Sound und so ist halt trotzdem irgendwie nervig. Also wenn Emotes einen Sound macht, in Flyf offensichtlich keine gute Idee bei so vielen Leuten, die einfach nur heftig reintröllern jeden Tag. Und dann halt noch so ein Sound, weil man wirklich mit Sound spielt, auf den man halt auch achtet, weil es halt so ein Warnsignal ist. Vorsicht, jemand ist gestorben. Oder whatever. Hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr drüber nachdenken sollen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Und vor allem verstehe ich nicht, was der Unterschied ist, weil es das Emote einfach ohne Sound releasen können. Also das wäre die Lösung gewesen, einfach kein Sound. Und schon wäre es eigentlich Jacke wie Hose, ob es das gibt oder nicht. Die anderen Emotes machen ja auch keinen Sound, also warum macht das Emote plötzlich einen Sound? Aber vielleicht ist es auch gar nicht beabsichtigt gewesen, dass es einen Sound macht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Gibt es ja auch in das Master- und Hero-System. Das gibt es, aber es ist ja anders. Funktioniert ja anders. Du musst es nicht machen. Master und Hero ist hier ein optionales System. Kannst du machen, wenn du willst. Du hast aber keinen Vorteil davon. Keinen richtigen. Kriegst nur kosmetische Gegenstände. Und es dauert ultra lange. Also in Live Universe ist es eigentlich Zeitverschwendung. Wenn du nicht dringend eine dritte Stat-Page zwingend brauchst. Weil es frisst ultra viel Zeit und in dieser Zeit machst du weniger Geld, als wenn du das nicht machst. Das heißt, du opferst extrem viel deiner Zeit, aka extrem viel deines Geldes, für etwas, was du nicht zwingend brauchst. Im Normalfall. Also du zahlst indirekt sehr viel Geld dafür. Für diese dritte Stat-Page. Und man unterschätzt das wirklich. Also diese minus 50% Drop. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob das wirklich richtig funktioniert. Ja. CS-Pad nicht vergessen. Trash. Also ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal richtig, ob diese minus 50% Drop-Berechnung richtig funktioniert. Weil ich bin nicht der Beste in Mathe, aber minus 50% heißt ja eigentlich die Hälfte. Aber ich habe das Gefühl, und das obwohl ich eigentlich eine extrem gute Killtime hatte mit meinem Master Elementor, obviously. Also ich würde mal behaupten, ich hatte eine extrem gute Killtime. Das heißt, überdurchschnittlich viele Monster getötet auf dem Level. Und die Drops waren trotzdem, natürlich minus 50%, aber sie waren so schlecht, als hätte ich gefühlt minus 80% oder so. Also, ich habe da 3 Stunden in der Wüste verbracht und hatte NPC-Items im Wert von 10 Millionen Penya oder so, wo du, wenn du da mit einem Low-Level-Charakter hingehst, der halt 100% Drop hat, aber ein wesentlich schlechteres Equipment und eine wesentlich schlechtere Killtime, der hat in der gleichen Zeit gefühlt 20 bis 30 Mio. Und da denkst du halt so, wie kann das sein? Also ich meine, ja, minus 50% Drop, aber ultra die gute Killtime. Also müsste es dann effektiv nur so, keine Ahnung, minus 30% Drop sein, also effektiv halt. Wenn es sich mit der Killtime halt sozusagen verrechnet. Aber gefühlt findet diese Verrechnung nicht statt. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt also kam mir damals schon ein bisschen Spanisch vor. Und ich müsste es nochmal ein bisschen beobachten oder nochmal ein bisschen austesten. Aber ganz ehrlich, fühlt sich irgendwie so an, als würde es nicht richtig funktionieren. Als hätte man eine viel schlechtere Droprate als nur minus 50. Meine persönliche Meinung. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinem Elementor viel zu wenig gedroppt habe. Für die Killtime. Das war wirklich gottlos, was ich da bekommen habe. Auf Borodeng. Auf FEC ging's, aber auf Borodeng war es geistesgestört. Wenig. Und mit den Drop-Berechnungen, meine persönliche subjektive Meinung, ja, das heißt ja, finde ich. Danke, dass du den Zuschauern erklärst, was finde ich bedeutet. Oder kam mir so vor. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten sage ich das immer dazu, dass das noch meine Meinung ist. Andere Leute sagen, es ist nicht minus 50%. Da stimmt was nicht. Das ist falsch. So sagen das andere Leute. So sagt das Twitch-Chat gerne. Kappa. Was die auch mal machen müssen, ist, dass man Cheers stacken kann. Da gehst du in die Stadt, sagst, hey, cheer me please, cheer me please, cheer me please, sammelst so 5 Stunden Cheer oder so. Und dass es auch nicht abläuft, wenn man stirbt und dann BAM. Jetzt kann ich leveln. Oder sammelst einfach mit deinen eigenen Charaktern überall 3 Cheers an und machst immer so 1 Stunde oder so. Wenn man jetzt einen relativ sicheren Spielstil hast, so 1v1 oder so, dann kann da in der Regel eigentlich auch nicht wirklich was passieren. Und selbst wenn dann etwas
gefährlicheren Spielstil hast, ich meine, mein Gott, dann verlierst du vielleicht mal oder machst halt immer 20 Minuten oder so. Aber 10 Minuten ist schon echt ultra nervig, ist viel zu schnell vorbei. Also Minimum 20 wäre nice, dass man es mindestens zweimal stacken kann. Aber gut, wenn man es zweimal stacken kann, wäre es auch gut, wenn man es einfach unendlich stacken kann. Ab wann bekommt man das erste Master Badge? Ab 70. Uff. Heute, by the way, wieder 4-mal Clockwork-Scam. Wenn wir schon beim Drop-Scam sind, später wieder 4-mal Clockwork-Scam. Ich bin ready. Ready to get scammed. By the big boy. Gibt es eine Seite, wo man sich Skins ansehen kann, wie die in-game aussehen? Menü unten links. Helfer. Und dann Item Fitting Room heißt es. Fitting Room. Da kannst du jedes Item eingeben, das existiert. Und es dir ausrüsten. Die Männer sind bereit. Mr. Stephen McTowley. Appreciated. Heute gibt es den Indirect plus 3. Doubt it. I doubt it. Aber ein plus 3 Drop ist actually längst überfällig, glaube ich. Ich habe ja erst Anfang Dezember angefangen, meine Drops aufzuzeichnen. FEC-Ende war aber schon Mitte Oktober. Und ich habe im November ein paar Mal geskippt. Also ich sag mal, der November war der uneffektivste CW-Farm-Monat, den ich jemals hatte. Aber Oktober habe ich komplett durchgefarmt. Also im Oktober habe ich safe nochmal alle 2 Tage, 18 Tage so 30 Mal CW gemacht. Sagen wir im November fairerweise so 20 Mal, sind trotzdem 50. Und dann habe ich Anfang Dezember angefangen. Und seitdem auch schon wieder 40. Also ich hatte, seit FEC-Ende habe ich schon fast wieder 100 Mal Clockworks gemacht. 100 Mal. Also. Und ich weiß nicht, was die durchschnittliche Rate ist für einen plus 3er Schmuck. Aber ich würde sagen, definitiv 100. So 100 bis 300 irgendwo in dem Bereich, denke ich mal, ist es realistisch, dass man mal plus 3 droppt. Und habe aber natürlich davor lange Zeit auch schon nichts mehr plus 3 gedroppt. Also ich hatte einen plus 3 Drop solo auf Bodeng. Ich glaube, das war Anfang diesen Jahres. Also auch schon ein paar Monate vor FEC. Also wir müssten bei weit über 100 Clockwalks sein, wenn man diese von Anfang des Jahres dann noch mit vor FEC noch dazu rechnet. Ohne 3er Drop. Und allein, wie gesagt, seit Oktober schon wieder knapp 100 Runs. Und in der Zeit auch nur einen Zweier, by the way. Ah, ne, 2. Okay, Entschuldigung, 2. Ah, finde ich ist jetzt auch nicht viel. 100 mal Clockwalks, 2 mal plus 2. Finde ich ist jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt.
Wenn ich mit Paladin CW mache, kriege ich echt gute Drops, zwar nur +1, aber ist halt lucky. Das Problem bei den +1er Drops ist halt, dass die so ultra unterschiedlich viel wert sind. Also erstens mal habe ich schon ewig kein Inti-Red mehr gedroppt. Oder drop überhaupt keine Inti-Reds mehr. Wenn, dann droppe ich nur Mightiers. Aber es ist halt geistesgestört. Also wenn du zum Beispiel 100 mal +1 droppst und sagen wir mal, wie viel +1er Drops gibt es? 2 Ohrringe und 5 Ringe. 3 Ringe macht 5. Das heißt, im Idealfall wäre es 20, also jedes Item 20 Mal. Aber so ist es ja nicht. Also ich meine, könnte man ja gucken. Man schaut sich 100 Drops an und guckt dann, was es war. Aber es ist halt geistesgestört. Wenn jetzt zum Beispiel sagen wir, du kriegst 40 Mightiers und 30 Inti-Reds, also 70 von 100 von Inti-Red und Mightier, dann sind das halt einige 100 Millionen. Aber mal angenommen, du kriegst 70 Strente und Dexion, dann sind das halt nicht mal 100 Millionen. Also es ist gottlos, was da für ein Unterschied nochmal ist. Also selbst bei den +1er Drops kannst du halt heftig Pech haben bei CW. Eine Statistik für den Schmuck? Ja, aber nur die Menge, nicht welchen Schmuck. Das wäre mir zu viel Arbeit. Also ich meine, es wäre nicht so viel mehr Arbeit, to be honest, aber das ist mir egal. Ich will nur wissen, wie viel wir droppen. Ich will die Drop-Menge rausfiltern. Und von der Drop-Menge kann man ja auf die Drop-Rate schließen. Eigentlich nicht wirklich, aber keine Ahnung. Ich finde halt den unterschiedlichen Schmuck rauszufiltern macht irgendwie noch weniger Sinn. Weil das, wie wir gerade schon gesagt haben, einfach nur pure, also das ist ja legit einfach nur Glück. Es geht ja darum, um überhaupt was zu droppen. Du kannst ja auch nicht sagen, oh, ich drop andauernd +3, aber es ist das Falsche oder so. Ich meine, kannst du schon sagen, aber es macht halt irgendwie wenig Sinn. Dann hast du ja trotzdem extremes Glück, weil du andauernd +3 droppst. Und das ist ja das, was interessant ist. Wie oft man +3 droppt, wie oft man +2 droppt, wie viel +1 man droppt. Und einer der Gründe auch noch, warum ich es machen wollte, war, weil so viele Leute immer sagen, dass Hard CW sich nicht lohnt, weil Medium besser droppt. Das war einer der Hauptgründe, warum ich es auch noch machen wollte. Und Stand jetzt, also wir sind noch sehr früh bei der Statistik, also ich mache das jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate mindestens, dass man da mal ein paar 100 Clockworks-Runs hat, dass es auch ein bisschen aussagekräftiger ist. Besonders aussagekräftig wird es niemals sein, weil dafür müsste man Tausende oder Millionen von Runs machen. Also eine wirkliche Antwort auf die Frage, ob da was nicht stimmt, wirst du so nicht bekommen wahrscheinlich. Also ich mache das jetzt ein paar Jahre lang oder so. Aber an für sich, Stand jetzt ist es so, dass Hard Clockworks besser droppt als Medium. Also Stand jetzt, wenn man sich das anguckt, wie gesagt, noch nicht sehr aussagekräftig, würde man aber darauf schließen, dass Medium schlechter droppt als Hard. Also genauso wie es sein sollte. Medium droppt mehr pro HP. Das sagen die Leute aber nicht. Die Leute sagen legit, dass er besser droppt. Also subjektive Wahrnehmung. Wir reden hier von subjektiver Wahrnehmung. Also das hat noch nie jemand gesagt. Also Medium, der droppt besser pro HP. Also wenn du den einzelnen HP-Punkt nimmst, dann droppt Medium besser als Hard. Das hat noch nie jemand gesagt. Die Leute sagen straight up, CW ist verbuggt, Hard droppt schlechter als Medium. Das sagen sie. Das, was du gerade gesagt hast, das habe ich noch nie gehört. Du hast das gesagt, genauso wie du es eben gemacht hast. Na, dann passt's ja. Dann freut's mich, dass du hier deine Meinung kundgetan hast. Und wir endlich drüber geredet haben. Max HP plus 30, ATK plus 25, Monster XP und Drop plus 10. Bei mir ist das sowieso egal, weil bei mir geht es ja darum, also ich will wissen, wie gesagt, wie es total ist.
Also ob es verbuggt ist oder nicht verbuggt, will ich einfach nur wissen. So wie damals bei Meteonica, da hat es ja auch nicht gestimmt. Und das andere ist halt, so wie ich momentan CW mache, macht es für mich keinen Sinn, Medium zu machen, weil wenn ich mit meinen... Also ich habe 4 Teams, die zeitgleich CW machen. Und wenn mein eines Team, oder wenn meine 3 Hard-Teams Medium machen, dann muss mein Medium-Team Easy machen, damit sie immer noch alle ungefähr zeitgleich fertig werden. Oder so, dass es halt passt. Und das Problem dabei ist halt, dass du auf Easy keinen Drop bekommen kannst. Weil Easy hat ja minus 20%, wenn du im Party-Modus reingehst. Oder im Gruppenmodus, whatever. Und ich habe es einmal gemacht, testweise. Und was ist passiert? Ich habe keinen Drop bekommen. Einmal. Ich habe einmal fucking Easy CW gemacht und instant nichts gedroppt. Keinen einzigen Drop bekommen. Und da habe ich mir gedacht, sofort, nachdem ich das hatte, habe ich mir gedacht, yo, fick dich, das mache ich nie wieder. Also, das ist crazy. Du hast einen Ice Cream Cake bekommen? Ich rede ja von Schmuckdrops. Das sind die einzigen Drops, die wirklich eine Rolle spielen. Weil sie ja mehr oder weniger garantiert sind. Also sie sind garantiert ab Medium. Aber wie gesagt, also ist trotzdem ein ganz interessantes Thema, weil Clockworks ja auch so ziemlich jeder farmt oder zumindest mal gefarmt hat. Und ist auch einer der wenigen Bosse, bei dem man das so exzessiv machen kann. Alle anderen Bosse sind schwieriger, weil die meisten haben ja keine garantierten Drops. Clockworks ist einer der wenigen Bosse, der neben normaler Meteo immer was droppt ab einer gewissen Schwierigkeit und so. Bei anderen Dungeons kannst du es überhaupt nicht so wirklich überprüfen, weil die Drops halt einfach zu selten sind. Mach das mal mit, keine Ahnung, Koralleninsel Giants oder mit Cursed Dungeon Bossen. Wie viele Bosse du töten musst für eine A-Karte oder so. Viel Spaß. Da eine halbwegs aussagekräftige Statistik zu kriegen, wird schwierig. Da bist du ein paar Jahre beschäftigt wahrscheinlich. $50 wegen Fragmente. Security! Entfernen Sie diesen Mann. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, was auf Twitch momentan abgeht? Es ist die Zensierbalken-Meter ausgebrochen auf Twitch. Das heißt, Streamer setzen sich vor die Kamera, splitternackt. Also manche machen es nicht splitternackt, manche machen es splitternackt. Manche tragen actually zumindest noch Unterwäsche oder so und haben trotzdem den Zensierbalken halt über ihren Geschlechtsteilen etc. Andere machen es so, dass man... Also ist ja egal, wie sie es machen. Auf jeden Fall sind sie extrem freizügig bis quasi überhaupt nicht angezogen. Und kleben sich dann entweder... Also manche machen es so, dass sie sich actually so einen schwarzen Papierstreifen dran kleben. Also so einen Real-Life-Zensierbalken quasi. Und andere machen es halt über OBS mit einem schwarzen Balken drüber. Und hocken sich dann so vor die Kamera und das ist einfach der Stream. Hast du mal einen Link, damit ich solche Streams meiden kann? Ich fürchte, ich habe keinen Link für dich, nein. Und lustigerweise hat es dann halt ein Typ gemacht, der jetzt gebannt wurde dafür. Also ein Typ hat es einfach nachgemacht, der war auch, also man weiß nicht, ob er nackt war, er hat es ja zensiert. Aber auf jeden Fall hatte er quasi keine Klamotten an in den Bereichen, die man gesehen hat und hatte dann halt einen Zensierbalken über seiner Nudel. Und er wurde instant gebannt, fast instant gebannt, wegen Freizügigkeit und so einem Scheiß für 3 Tage. Während zeitgleich 50 Streams mit Frauen online waren, die genau das Gleiche gemacht haben und die wurden alle nicht gebannt. Crazy. Mal ganz davon abgesehen, dass es vollkommen egal ist, wer das macht, ist einfach nur geistesgestört. Was mit dieser Plattform momentan passiert.
Also vor allem verstehe ich halt auch den Content nicht. Ich meine, die hocken legit einfach nur nackt da und fressen halt Schokolade oder so. Und das ist deren Stream-Content. Und die Leute geben denen die ganze Zeit Geld dafür. Das ist geistesgestört. Da fragst du dich wirklich, was da eigentlich falsch läuft. Also die machen einfach nichts. Die hocken nur da und lassen sich angaffen. Basically. Das ist echt crazy. Und verlinken auf ihr OnlyFans natürlich, werden sie das tun. If you wanna remove the sensor bar, then you gotta subscribe to my OnlyFans, guys. Crazy. Machen Sie es bitte nicht, Sir. Hatte ich nicht vor. Hatte ich nicht vor. For only $8.99. Woher weißt du das alles so genau? Weißt du das alles so genau? Warst du auch im Stream? Twitter, mein Freund. Und Asmongold Clips auf YouTube, der hat einen Clip hochgeladen. Das ist eigentlich so lustig. Weil, er hat einen Clip hochgeladen, der geht legit nur so 50 Sekunden von seinem Channel halt, Asmongold Clips, whatever. Kannst du ja gucken. Das ist eigentlich das perfekte, das ist eigentlich das Paradebeispiel dafür. Da ist halt eine, die ist basically auch, also du weißt es halt nicht, also die hat tatsächlich keinen Zensierbalken, die hat dieses klassische, Kamera geht halt nur bis Hälfte der Brust. Und die hockt halt auch so da, dass du denkst, die ist splitternackt. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie macht, also ich habe es mir vorhin angeschaut, aber ich habe es wieder vergessen, ehrlich gesagt, was sie sagt oder macht. Aber es ist auf jeden Fall komplett geistesgestört. Also es hat halt legit einfach, es ist wie als wäre Twitch schon OnlyFans. Also es hat halt einfach nichts mehr mit irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwas zu tun. Einfach geistesgestört, dass sowas erlaubt ist. Gaming-Plattform. Ja, wobei ich das Argument schwach finde, weil ich meine, Twitch ist schon lange keine reine Gaming-Plattform mehr. Also hat das Gaming-Plattform angefangen, ja, aber es ist schon ewig keine Gaming-Plattform mehr. Also auch schon lange vor diesen Cam-Girls, sagen wir es jetzt mal ganz frech, die das ausnutzen, um Leute auf andere Inhalte hinzuweisen, die mit Sexualität zu tun haben. Lange bevor die kamen, war es auch schon keine reine Gaming-Plattform mehr. Also so Game-Shows, Interviews, Podcasts und was es halt sonst noch alles gibt, was jetzt nicht direkt Gaming ist, gab es ja auch schon sehr lange. Muss man schon dazu sagen. Aber diese Art des Contents ist halt schon extrem speziell, dass man schon sagen kann, warum muss das jetzt unbedingt auf Twitch erlaubt sein? Weil das halt in eine Richtung geht, die jetzt nicht unbedingt, also es geht ja nicht darum, dass es nichts mit Gaming zu tun hat, es geht darum, dass es einfach nichts mit irgendwas zu tun hat. Die wollen offensichtlich etwas ganz anderes auf Twitch. Und zwar Leute auf andere Plattformen hinweisen, auf denen sie noch viel mehr Geld verdienen können. Und das ist ja eigentlich eh nicht erlaubt. Also du darfst ja eigentlich nicht auf Twitch live gehen, nur um die Leute, das ist auf YouTube auch verboten. Du darfst kein YouTube-Video hochladen, einzig und allein mit dem Ziel, Leute von YouTube wegzulocken. Und auf Twitch darfst du das auch nicht, einen Livestream starten, der quasi nur deswegen live ist, um andere Leute woanders hinzuschicken. Weil, ich meine, offensichtlich wollen die das nicht. Also offensichtlich will Twitch nicht, dass du live gehst und die Leute nach OnlyFans schickst und sagst, geht lieber auf OnlyFans, da seht ihr mehr von mir oder so. Das will Twitch ja eigentlich gar nicht, weil das heißt ja, die Kohle kommt dann nicht mehr zu Twitch, sondern die Kohle kommt dann zu einer anderen Plattform. Und bei YouTube ist es das Gleiche, da darfst du das auch nicht. Also ein Video, das nur existiert mit dem einzigen und alleinigen Grund, das sonst überhaupt keinen Mehrwert liefert in irgendeiner Form, darfst du da auch nicht hochladen. Ich meine, das machen natürlich trotzdem viele Leute und die wenigsten werden dafür bestraft. Es wird ja auch nicht jedes Video und alles kontrolliert und gemeldet und so. Aber theoretisch darfst du es natürlich nicht. Ich meine, wenn jeder immer für alles bestraft werden würde, was nicht erlaubt wäre, dann wäre das Internet ein verdammt sauberer Ort. Und das Internet ist offensichtlich nicht sauber. Also ist es offensichtlich nicht so, aber in der Theorie ist es so.
Ich sehe schon kaum, irgendwann fährst du den Tisch runter und es scheint nur ein riesiger Zensierbalken aus Kreppband. So. Was du für Vorstellungen hast? Sehr interessant. Ein Flive-Stream im selben Style? Ein Flive-Stream? Also, was du mal machen müsstest, wäre quasi ein Flive-Stream. Da gibt es Minecraft-Streams von der Sorte. Das sind die klassischen, das war noch vor dem Zensierbalken und den Hälfte der Brust zeigen. Also vor der letzten Twitch-Content-Erneuerung oder Änderungen. Da gab es Minecraft-Streamerinnen, das habe ich auch auf Twitter gesehen, Deutsche sogar. Die saßen auf ihrem Bett, ganz hinten, also die Webcam war quasi am unteren Ende des Bettes und am Kopfende des Bettes war ein Laptop und auf dem lief Minecraft. Kategorie des Streams war Minecraft. 90% des Bildschirms war eine Frau in einer hautengen Leggings, die auf einem Bett lag und ihren Arsch in die Kamera gehalten hat. Und ungefähr 5-10% des Bildschirms war Minecraft. Erinnerung, die Kategorie war Minecraft. Du hast überhaupt nicht gesehen, was die macht in Minecraft. Da waren 3000 Leute, die einfach nur auf ihren Arsch geglotzt haben. Und das war der Stream. Das war der Stream, das war der Content. Also halt geistesgestört. Da sehe ich dich genauso dumm mit Flive. So könnte man dem Spiel neue Spieler für bescheren vielleicht. So ein 24/7 Livestream, wo einfach nur jemand seine schönen Dinge in die Kamera hält. Hey, was spielst du da eigentlich? Ach, weißt du was? Das interessiert mich überhaupt nicht. Hier sind $5. Dreh dich doch mal bitte, junge Dame. Was? Kappe. Junge Magd. Wenn Chris das mit dem Zensierbalken macht, dann steht da drauf, hier könnte ihre Werbung stehen. Verdammt richtig. Hallo, ich wollte doch nur den Minecraft-Content gucken. Sorry, Mr. AO8. Ich wollte dich nicht callouten. Für diesen Competitive Minecraft-Stream. Die war bestimmt Rank Number Top 10 Worldwide Professional Minecraft Gamer. Da bin ich mir sicher. Deswegen hatte die so viele Zuschauer. Wer macht es richtig, du oder sie? Na, sie offensichtlich. Aber ehrlich gesagt wüsste ich nicht, selbst wenn ich so extrem attraktiv wäre, ob ich es dann machen würde. Das ist halt der, wie heißt das? Path of No Return. Wenn du das einmal gemacht hast, bist du abgestempelt als Ho, als VR, als Du weißt schon. Wenn du das einmal gemacht hast, ist dein Ruf im Eimer. Und jeder sieht dich nur noch als das. Selbst wenn du es nur einmal gemacht hast, sieht dich dann jeder nur noch dafür. Ist schon ein krasser Einschnitt. Das ist wie wenn du deine Zuschauer scammst mit irgendeinem Krypto-Scam oder so. Das machst du genau einmal. Und es kann sein, dass dir Leute verzeihen, oder es kann sein, dass du dann immer noch Zuschauer hast. Logan Paul. Aber viele Leute sehen dich dann halt nur noch als Stück Scheiße an. Und das ist ja dann auch irgendwo gerechtfertigt. His Late-Night Stream Talks are going crazy. Alter. Weißt du, wie oft Logan Paul schon Leute gescammt hat? Und der ist einfach bei WWE unter Vertrag und... Also es ist wirklich gottlos. Also das ist wirklich das Paradebeispiel dafür, dass Geld und Ruhm
ab einem gewissen Punkt dich einfach komplett von allem abschirmt. Also es gibt einen Punkt, wo du einfach unantastbar bist. Und ich weiß nicht wieso. Ergibt einfach keinen Sinn. Da kannst du machen, was du willst. Und es gibt zwar Leute, die juckt es, aber es gibt halt zu viele Leute, die juckt es nicht. Und ja. Mach mal so eine Szene, wo die Kamera und das Spiel vertauscht sind. Niemals. Wie viele Subs, damit du mir meinen Namen auf die Brust schreibst? 5000. Amerika halt. Ich glaube nicht, dass das nur in Amerika so ist, ehrlich gesagt. Nur 5000? Yes, sir. Take my money. Ja. Ist schon crazy. Aber eigentlich könnte sich Flive das wirklich zunutze machen. Solche perfiden Werbemethoden. Weil man wirklich sagen muss, also in letzter Zeit irgendwie, ich sehe immer mehr Flive-Werbung. Also es könnte sein wegen Ende des Jahres oder so. Dass die irgendwie noch ein bisschen Kohle loswerden wollen, wegen Steuern oder so. Momentan sehe ich irgendwie sehr viel Flive-Werbung. Tatsächlich. Und die haben ja auch so den Trailer gemacht. Und ich habe ihn zwar noch nie irgendwo gesehen, aber der läuft wohl irgendwo. Also der hat ja schon nach 24 Stunden hatte der ja schon 30.000 Aufrufe, der Trailer. Und ich weiß nicht, wo er läuft, aber irgendwo muss er laufen. Ich weiß nicht, ob einer von euch ihn schon mal gesehen hat. Das ist dieser Trailer, auf den ich ja auch eine Reaction hochgeladen habe. Dieser, was war das, 28 Sekunden Trailer oder so. Wobei by the way, jemand gesagt hat, ab 30 Sekunden kostet es mehr Geld. Deswegen ist er 28 Sekunden lang oder so. Also anscheinend muss man sobald das Video, was du als Werbung schaltest, quasi mehr als 30 Sekunden hat, kostet es mehr Geld. Und natürlich macht Gala deswegen nur 28 Sekunden. Offensichtlich. Aber ja. Auf YouTube als Werbung? Naja, du kannst auch auf Google und so schalten. Also Google und YouTube gehört ja eh zusammen. Also hast du ihn schon gesehen? Als Werbung oder? Und wenn man 30.000 Aufrufe kauft, hat das Video natürlich schnell 30.000 Aufrufe. Man kauft aber keine Aufrufe, man kauft Impressionen. Du kaufst quasi nur, wie oft wird der Trailer jemandem angezeigt. Und nur wenn er dann tatsächlich auch draufklickt, kommt erst der Aufruf. Also du kaufst 1 Million Impressionen und daraus, sagen sie dir dann, kommen so 10.000 bis 50.000 Aufrufe, je nach Zielgruppe. Und dann kommen halt die Aufrufe. So direkt Aufrufe kaufen kannst du ja nicht. Das wäre illegal. Also kannst du schon, aber nicht bei YouTube. Nicht bei YouTube selbst. Ich meine, indirekt kaufst du die Aufrufe, aber nicht direkt. Du kennst nur den OG-Trailer, Flive-Trailer mit den LaWolves. Ey, ganz ehrlich, den sollten die wieder spielen. Den sollten die einfach unverändert wieder irgendwo laufen lassen, im Fernsehen oder so. Oder auf Twitch. Einfach so unironisch einfach den OG-Flive-Trailer abspielen. Und ganz ehrlich, den würden dann wahrscheinlich auch viele Leute wiedererkennen. Und jeder, der ihn wiedererkennen würde, würde wahrscheinlich gucken, Flive, let's go. Gönn ich mir. Habe ich richtig Bock drauf. Also würde wahrscheinlich sogar Sinn ergeben, wenn sie den abspielen würden, ganz ehrlich. Allein schon wegen dem Wiedererkennungswert.
Und er ist auch actually gar nicht so bad eigentlich. Für damals, wie alt ist der? 15, 16 Jahre. Für damals hat er eigentlich eine unfassbar gute Qualität für ein Free-to-Play-Spiel, der Trailer. Also jetzt nicht wegen der Grafik oder so, sondern halt wegen dem Ding, wegen dem CGI, wegen der Animation und so. Wiedererkennungswert, niemand kennt das Game? Doch. Flive kennen unfassbar viele Leute. Sie schmücken sich ja immer damit, dass sie 50 Millionen Spieler hatten. 50 Millionen Downloads, whatever. Und ich meine, das ist ja das Einzige, was tatsächlich stimmt. Also ich meine, das Spiel hatte tatsächlich mal 50 Millionen Downloads. Es hatte nie 50 Millionen Spieler. Zeitgleich oder so. Aber 50 Millionen Menschen sind das sind verdammt viele Menschen. Und höchstwahrscheinlich sind es wesentlich mehr Leute. Also ich weiß nicht, wie genau sie das jemals berechnet haben, aber es sind auf jeden Fall... Also ich würde mal so schätzen, auf der ganzen Welt gibt es so Minimum 50 Millionen. Vielleicht sogar über 100 Millionen Leute, die Flive kennen. Das ist schon ziemlich viel. Es geht nur darum, dass sie es kennen. Ich habe es 49 Millionen Mal gedownloadet. Ich bin die 50 Millionen Leute. Kennt ihr diese Copypasta auf Twitch? Hello, Spielestyler. This is me, your one and only viewer. Over the last couple of months, I streambotted oder I viewbotted your stream to make you think you have a lot of viewers. But now I'm going to send this message from all my accounts at the same time to make you, whatever. Also ihr kennt bestimmt die Copypastas. Pretty funny. Das müsstest du bei Gala machen. Das müsste auf Discord, jeder, der auf Discord ist, schreiben und dann alle den Discord verlassen. Nach dem Motto, alle Spieler, die ihr jemals hattet, waren alles tatsächlich nur Bots. Und wir gehen jetzt. Wir sind unzufrieden mit dem Spiel. Ich und meine 50.000 Bots, also aka 50.000 Discord-Mitglieder, sind unzufrieden mit dem Spiel. Deswegen schicke ich jetzt die Nachricht von all meinen 50.000 Accounts und verlasse jetzt den Discord und das Spiel. Und dann müsste das jeder schicken, jeder den Discord verlassen. Das wäre actually funny. Aber würden nicht genug Leute mitmachen. Ich habe zu viel Anime gesehen. Wieso? Das ist eine Twitch-Copypasta im Real Life. Das ist Real Life, Flauschfuchs. Bei Counter-Strike ist die Copypasta sehr häufig anzutreffen. Ich denke mal woanders auch. Das Absurde ist, dass nach 20 Jahren immer noch tausende Leute aus dem Nichts auftauchen, wenn etwas Neues in Flive passiert und die es trotzdem nicht schaffen, den Umsatz aufrechtzuerhalten. Das ist wirklich crazy, das denke ich mir auch jedes Mal. Serverstart von Dryad vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, 2020. Ey, jeder hat gesagt, Flive PC, also ich meine, gut, das haben die Leute schon immer gesagt, Flive ist tot. Serverstart Dryad, der wurde auch nicht groß angekündigt. Ohne Scheiß, Serverstart Dryad, ich glaube, das war sogar nur ein Tag Ankündigung. Einfach so, hey, übrigens, morgen startet ein neuer Server. Einfach so straight up, ein Tag, yo, morgen neuer Server, by the way. Komplett aus dem Nichts. Und es haben so arsch viele Leute angefangen zu spielen. Ich habe auch keine Ahnung, woher die alle kamen. Plötzlich hattest du einen zweiten Server, der voller war als der Main-Server. Obwohl die das überhaupt nicht angekündigt haben, dass da ein Server kommt. Du müsstest dir mal vorstellen, wie heftig viele Leute bei sowas anfangen würden zu spielen, wenn die mal richtig Werbung dafür machen würden. Also so richtig mit richtig fetter Ankündigung, Promo, Codes, Events und so weiter und so fort. Crazy. Also da hast du absolut recht, ja. Und trotzdem verkacken sie es jedes Mal wieder. Da kommen diese Leute komplett aus dem Nichts, du hast keine Ahnung, wo die alle herkommen. Plötzlich sind da Tausende von Leuten wieder am Start, von denen du von den meisten noch nie in deinem Leben gehört hast. Und irgendwie fährt es dann trotzdem immer wieder an die Wand. Die Ups und Downs bei Flive sind echt heftig. In Real Life kennt niemand Flive, wenn ich das erwähne oder jemand das bei mir sieht. Naja, ich meine, Fehler Nummer 1, Flive in Real Life bei irgendjemandem erwähnen, würde ich sagen, oder? Also wie gesagt, wir hatten letztens Weihnachtsfeier, dann haben wir die ganze Zeit, also
Dann wurde ich halt gefragt, was ich so mache. Und da ich niemandem Twitch und YouTube erzählen will auf der Arbeit, sage ich halt dann immer einfach zocken. Meistens oder so. Oder meine Haustiere sage ich auch oft noch. Aber zocken kam in dem Fall dann zum Gespräch. Und dann haben wir über Counter-Strike geredet, über Pokémon Go. Und dann haben sie mich sie haben mich halt gefragt, was ich so zocke. Und dann wäre natürlich der erste Gedanke, Flyth. Aber das sage ich natürlich nicht, weil die Gefahr besteht ja wirklich, dass jemand Flyth kennt und dann googelt und dann wird er zwangsläufig auf meinen YouTube-Kanal stoßen. Und genau das will ich ja nicht. Und, genau. Und deswegen habe ich dann einfach Counter-Strike gesagt. Aber da wäre es halt das Gleiche gewesen. Wenn ich da Flyth gesagt hätte, ist safe keiner gekannt. Wobei die alle so ungefähr so alt waren wie ich. Also die waren alle so zwischen 94 und 97 geboren. Also das klassische Flyth-Alter eigentlich. Aber no risk. No risk. Also es wären eigentlich genau die Leute, also wenn es jemand kennt, dann Leute zwischen 90 und 2000 geboren. Das sind so die meisten Flyth-Spieler eigentlich in dem Bereich. Alle, die jünger sind, kennen es höchstwahrscheinlich nicht und alle, die älter sind, vielleicht. Diese alten Säcke. Kappa. Heimlich gucken sie dir bereits zu. Na, ich habe schon mal geguckt, das haben actually... Also wenn man meinen Namen googelt, kommt actually nicht mein YouTube-Kanal. Obwohl er in meinem YouTube-Kanal drin steht. Habe ich schon mal geschaut. Sonst müsste ich mir echt ein Management suchen. Dass da nicht mal mehr mein Name drin steht. Aber... Kommt tatsächlich nicht. Es gibt nämlich tatsächlich unfassbar viele Leute, die genauso heißen wie ich. Und wer hätte es gedacht, die sind auch unfassbar erfolgreich. Also gibt es auch viele Leute, die genauso heißen wie ich und irgendwelche CEOs sind und so. Oder einer war mal irgendwie Bahnvorsteher, also von der Deutschen Bahn irgendwie Aufsichtsrat oder so ein Scheiß. Das ist ganz nice, weil dann findest du nur Artikel von solchen Larrys und nicht über mich. Na, wahrscheinlich, weil sie erfolgreicher sind als ich. Kappa. Chris Müller, Flyth CEO. Uff. Und gute Nacht, Compton. RIP. Das Playpark Discord-Drama habe ich mitbekommen, ja. Aber nicht, also ich hab nur davon gehört. Ist es mittlerweile gefixt oder ist der Discord jetzt einfach tot und nicht am neuen erstellt? Was eigentlich für Haustiere? Ein Zwergkaninchen und ein Zwergwidder. Das ist auch ein Kaninchen, aber es ist eine andere Rasse. Also wir haben zwei unterschiedliche Rassen von Kaninchen. Genshin Impact, ja, das wollte ich auch nicht erwähnen. Jetzt hätten die gedacht, ich bin so ein Freak, der Videospiele spielt, nur um halbnackte Frauen zu sehen. Was nicht im entferntesten Genshin Impact widerspiegelt, by the way. Aber das denken die Leute halt, wenn sie es dann googeln würden oder so. Immer diese Vorurteile. Hau rein, Mr. Notch. Gute Nacht. Du warst dann im Drama schuld, Bolt? Wieso? Das erste, was du ändern würdest als Flyth CEO, wäre den Cash-Up teurer machen? Wenn ich die Einnahmen kriegen würde, safe, ja. Kann man sich als Haustier noch bewerben? So. Ja. Kappa. Aber Flyth? Was meinst du mit aber Flyth? Wenn man Flyth googelt, naja, keine Ahnung, was man dann denkt, ehrlich gesagt. Was mit demjenigen nicht stimmt, der spielt. Du hast den falschen Leuten erzählt, dass der Server keine Permissions eingestellt hat und dann ging es los? Wieso erzählst du das auch anderen Leuten?
Du verdammter Playpark-Hater-Boat. Ich wusste immer, dass du ein Rassist bist, aber so ein harter überrascht mich dann doch ein kleines bisschen. Ich habe mich auch hin. Gute Nacht. Hau rein, Smokes. Ah. Wäre dafür, dass du deinen Namen in Spilo-Styler änderst. Das wäre ein guter Name für einen Zweitkanal, tatsächlich. Für einen Zweitkanal, wo ich die ganze Zeit nur Werbung für Casinos mache. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Aber erstmal ein Wort von unserem Sponsor, Casino 500, für ultimative Casino-Experience. Jetzt auf Casino 500 mit Promocode STYLE. Euer ganzes Guthaben verzocken und mir davon Profit bescheren. Danke, Leute. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Let's do it. Casino 500 gibt's echt? Das war ja klar. Das habe ich mir eigentlich gerade ausgedacht, aber das war ja klar. Ich hoffe, es gibt den Promo-Code nicht, weil sonst profitiert irgend so ein Arschloch jetzt davon. Ich hoffe wenigstens den Promo-Code gibt's nicht. Sonst sieht das jetzt ganz schlecht für mich aus. Google 500 Casino Number 1 CSGO und Crypto Gambling Site. RIP. Wusste ich natürlich nicht. Ah, und wie viel XP ich bekommen habe? Atom 2 Stunden 20 für 18% waren es, glaube ich. Also eigentlich ziemlich wenig. Zweitkanalspiele Scammer? Sir? Was soll das denn bedeuten? Der Level ist ein bisschen im Mars Dungeon aus Langeweile. Wer levelt denn aus Langeweile? Ah. Oh. Ah. 2,5 Stunden, ey. Gestanden. Mein Rücken bringt mich um. Kappa. Ah, okay. Verbrannte Kalorien 10? Ich glaube, es ist mehr. Aber ist mir eigentlich egal. Kannst du dir 3 Tic-Tacs gönnen, nur 2 Kalorien each? 3. Ich esse gerne Tic-Tacs. Tic-Tacs sind böse. Böse. Alter, ich habe vorhin auf Twitter war so ein Thread aus irgendeinem Grund mit so rassistischer Werbung aus dem Ausland. Da gab es einfach eine Werbung von 2013 oder so aus China. Da war ein Mann, ein schwarzer Mann, der zu einer chinesischen Hausfrau gegangen ist. Sagen wir jetzt einfach mal, egal warum.
Und dann hat sie ihm so einen Drop für die Waschmaschine hingehalten, also so ein Spülmittel halt oder so. Also er wollte sie küssen und sie hat ihn dann so abgelehnt und ihm das Spülmittel so hingehalten. Und dann hat sie ihn in ihre Waschmaschine gestopft. Und als die Waschmaschine fertig war, ist ein chinesischer Mann rausgekommen. Also in Anführungszeichen ein weißer Mann. Und das war quasi die Werbung für ein unfassbar gutes Spülmittel, das deine Wäsche weiß macht. Das war die Werbung vor 8 Jahren oder so. What the fuck? Imagine, die hätten die in der NA ausgestrahlt. Da wäre ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Also halt geistesgestört, also selbst in China, dass die so eine Werbung ausstrahlen. Also da musst du schon denken, wer zum Teufel ist dafür verantwortlich. Also das müssten selbst die wissen, dass das wahrscheinlich nicht so gut ankommt, wenn das jemand außerhalb von China sieht. War schon crazy, was es so alles gibt im Ausland. Das war richtig wild. Ich meine das, oder? Wieso zum Teufel kannst du einen Link posten? Du bist kein Word? Nightbot? Nightbot! What the fuck? Du solltest nicht in der Lage sein, Links zu posten in diesem Chat. Also mal unabhängig davon, was der Link ist. Wie zur Hölle hast du das gemacht? Alles doch gelöscht? Aber man sieht es doch. In Cup-Chat? Man sieht es doch. No, ich habe aus Versehen auf Mittel gestartet. No. Fuck. RIP. Oh, heute keine Clockworks-Aufzeichnung. RIP. Heute keine Clockworks-Aufzeichnung. RIP. Achso, Moment mal. Ihr seht's ja gar nicht. Das ist erst seit Restream wieder so? Achso, ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, gut möglich. Oh. Lol. Direkt 3 Tage gesperrt für einen rassistischen Witz. Ja, wieso? Das war doch kein Witz. Es war ein Kommentar über etwas, was tatsächlich in der Welt passiert ist. Es war ein zeitgenössisches Commentary oder auch ein Erfahrungsbericht über die Geschichte Chinas. Direkt noch ein neuer YouTube-Channel. History Styler. Chinese History Styler. Was könnte da nur schiefgehen? Absolut nichts. Let's freaking go. Getting banned any percent? Naja, ich weiß, wie ich gebannt werden würde, aber warum soll ich das tun? Und ich meine jetzt nicht das Offensichtlichste, seine Nudel rausholen oder so. Das wäre das zweite. Cover.
glaube, das juckt hier niemanden. Was genau? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Was ist ein Indirekt plus 2 wert, so circa? Also ich habe meinen letzten für 265 Millionen verkauft. Das war vor einer Woche oder so. Ziemlich genau vor einer Woche wahrscheinlich. Mein Ringmaster hat keine Power-Ups, okay. By the way, ist es wieder kein Battle Pass gestartet gestern, gell? Ich hab predicted, dass die nicht mehr so viele Battle Pässe machen, weil die wahrscheinlich eh kein Mensch gekauft hat, weil sie einfach viel zu viele gemacht haben. Du musstest ja legit im Monat irgendwie so 8000 F-Coins nur für Battle Pässe ausgeben, wenn du die alle geholt hast. Was wahrscheinlich für den Durchschnittsspieler schon zu viel war. How the fuck did that happen? Mal kurz rebuffen, die Sau. Wahrscheinlich wieder doppelt Berserk aktiviert oder so. Ich verliere mal keine Prozent. Ich glaube, mein einziger Char, der noch nicht 144 ist. Naja, nee, der BP. Oh nein, der BP ist auch schon 144. Oh my goodness. Hat er eigentlich keine Blessings? Wieso haben so viele meiner Chars eigentlich keine Blessings? Oh doch, hier. Problem ist, man ist das so heftig gewöhnt, oder ich war das so heftig gewöhnt, dass du halt einfach 140 mit 99 warst. Und es einfach so egal war, ob du stirbst oder nicht. Mittlerweile ist das halt echt kacke. Das ist jetzt wieder so, dass man da eigentlich jetzt wieder drauf achten sollte. Also ich habe mich richtig dran gewöhnt, dass es halt bei 99% meiner Chars einfach egal ist, ob die sterben oder nicht. Was einen jetzt ein bisschen... ja, jetzt ist es ein bisschen nervig. Und die Axt ist wahrscheinlich auch noch falsch. Falsche Axt. $2,5 Drop in Flash PC. Ich glaube, das juckt hier niemanden. Entschuldigung. Moment, man kann ja auf... Nee. Okay. Mist. Tut mir leid. Es war nur ein Joke, Bolt. Es war nur ein JK-Trolling. Ich wollte nur das zitieren, was Atom kurz davor gesagt hat. Ah, nee, du hast es ja sogar gesagt. Na, Mann. Dann macht es auch mehr Sinn, dass ich das zitieren wollte. Ja, genau. Ich wollte den Joke, den du bei mir gemacht hast, bei dir machen. Uno Reverse Card. Wollte ich machen. Hä? What is he doing, man?
Na, lustig, wenn wir heute was Gutes droppen. Jetzt habe ich einen Clockwork Run sowieso komplett verkackt. Der ist sogar bald tot. Einfach Solo Clockworks auf Medium, der wird halt 1000% nichts droppen. By the way, wenn wir morgen wirklich das Regal aufbauen, könnte es sein, dass bald die Roomtour kommt. Also eigentlich bin ich nicht wirklich zufrieden, so wie es momentan ist. Und selbst wenn die beiden Kommoden, sind es nicht Regale, aufgebaut sind. Ich glaube, da bin ich immer noch nicht zufrieden, aber keine Ahnung. Live? Nein, höchstwahrscheinlich nicht live. Wenn ich es live mache, leak ich aus Versehen irgendwas. Also es wird, ich kann es im Livestream zeigen, aber es wird, wenn dann, ein voraufgenommenes Video sein. Was hast du erwartet, Adam? Ich wüsste gar nicht, wie das live funktionieren würde. Ich müsste dann irgendwie... Es würde gar nicht gehen. Ich müsste dann vom Handy aus streamen oder so. Ich wüsste gar nicht, wie das funktionieren soll. Oder bräuchte so ein 30 Meter USB-Kabel, dann wird es vielleicht gehen, aber anders nicht. Hallo Mediamarkt, haben Sie ein 30 Meter USB-Kabel? Ja, zufällig haben wir eins. I doubt it. Also jetzt schon der 23. Ey. Scheiß die Wandern. Oh, lol. No way. Hä? Kam da gar keine Meldung? What? Lol. Es kam nicht mal eine Meldung, dass ich ihn gekillt habe. What the fuck? Also sogar ein Inti Red Plus 1 gedroppt. Das ist besser als die letzten Male. Lustigerweise. What the fuck? Auf Medium kommt nie eine? Echt nicht? Na gut, ich meine dreimal auf Hard. Damn. Legit noch nie. Na gut, ich meine dreimal auf Hard, deswegen kann ich es jetzt echt nicht sagen.
Du musst es ja wissen. Ist ja nicht so, dass ich dir nicht glaube. Ist einfach so, dass ich es halt noch nie gecheckt habe irgendwie. Noch nie drauf geachtet. Beziehungsweise halt, wie gesagt, ich habe halt, also ich mache ihn ja 3-mal auf Hard und nur 1-mal auf Medium, deswegen fällt es halt nicht so auf, wenn da wirklich keine kommen wahrscheinlich. Deswegen, das ist ja crazy. Ist mir legit noch nie aufgefallen. Ach so, na gut, noch ein Grund, warum es mir nie auffällt, ist, weil mein Medium-Char immer der letzte ist, der fertig ist. Und während ich hier noch mit einem rumhantiere, da siehst du es ja dann immer, okay, der ist jetzt fertig, dann Party-Lead switchen und bla bla bla. Aber wenn der Knight fertig ist, er ist ja der letzte, da kommt ja dann keiner mehr. Deswegen ist die Meldung, also deswegen brauche ich die Meldung bei ihm auch gar nicht irgendwie so als, hey, Party-Lead tauschen oder der ist fertig, nächster Char oder whatever. Interessant. Junge, die werden halt 24/7 zurückgeboxt. Was geht ab? Leckerlick. Ist zumindest das Rebuffen heute ein bisschen chilliger. Wenn ein Char fehlt. Oh. Lol. Erstmal Berserk auf dem Char aktivieren, der schon längst fertig ist mit CW. Klassiker. Bruh. Okay. Wie hat mich das noch getroffen? Willst du mich verarschen?
Wobei, die hat noch 2 Minuten Buffs. Wait, what? Die könnten das sogar schaffen. Hold up. Die schaffen das sogar. Zwei Minuten für 14 Millionen? Müsste eigentlich reichen mit Link Attack und Global. Wenn keiner stirbt. Mal schauen, für wie viel ich den Obsidian-Stick bekomme. Bin gerade am Fahren leider über Post. Also musst du immer ein paar Tage warten auf eine Antwort oder was? Okay, wir schaffen es doch nicht. In einer Minute nur 2 Millionen Schaden gemacht aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist. Ich gebe den Link Attack und Global und plötzlich machen sie keinen Damage mehr. Check ich nicht. Oh, bei dir hat Actually Critical Swing nicht mehr, lol. Die Zahlen werden dir aber nicht gefallen. Du hast 50 Mio geoffert und er hat gesagt 150. Naja, okay, das wird nix. Oh, Junge, nervt doch nicht so heftig. Nicht du, Philipp. Was geht ab, Philipp? Wie geht's, wie steht's? Boah, Alter. Nervigster Boss im ganzen Game, ohne Scheiß. Ich bin ein BP, lasst mich hier raus. Das wird wieder nix. Er macht Laser sogar. Das Lustige ist, wenn er keinen Laser gemacht hat, hat er mich nicht rausgelassen. Wofür ist dieser leeren Kluft Dungeon Flowers, der noch bei den Yang-Yangs ist? Naja, zum Leveln oder zum Farmen halt. Aber lohnt sich nicht im Low-Level. Nicht wirklich. Na, das nenne ich mal FPS. Mist. Eine Sekunde zu langsam gewesen, ne? Dir geht's super, Clockbox sieht aber nicht so gut aus. Ne, ich habe halt einen Run verkackt, aber lustigerweise sogar indirekt plus 1 gedroppt. Das ist eigentlich ziemlich gut. Also ist besser, als wenn du bei einem Run 3-mal Dexion hast oder so. Von dem her halb so schlimm. Aber ist blöd für die Statistik, weil ich dann heute quasi nicht in die Statistik eintrage. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Vor allem ist es das erste Mal seit über einem Monat, dass ich überhaupt irgendwas verkackt habe bei Clockbox. Also eine ziemlich niedrige Fehlerquote in letzter Zeit gehabt. Das ist auf jeden Fall nice. Wer weiß, wenn der eine gut gedroppt hat, vielleicht droppen die anderen ja auch gut. Schön wär's.
Wow. Er hatte halt sogar Buffs. Wie zum Teufel wurde er gewone-shottet? Ist doch nicht mal so, dass er nicht gebufft war. Ich meine, er war nicht Full Life. Okay. Aber trotzdem. Also Dropskills laufen. Doof, wenn heute ein Dreier-Drop kommen würde. Wäre es. Eigentlich nicht. Könnte dann einfach eine neue Statistik anfangen, theoretisch. Oder halt einen Cut machen. Und zumindest die Dreier-Drops neu zählen und die Einser-Drops. Ich meine, ich zähle ja überwiegend die Einser-Drops. Daran würde sich ja nichts ändern. Und bei den anderen könnte ich es ja quasi resetten, in Anführungszeichen. Aber es wird sowieso nicht passieren, deswegen brauchen wir uns darum keine Gedanken machen. Ich lasse es mal hier noch Party auf Reihenfolge, weil der BP hat ein volles Inventory. Warum wurden die meisten Drops nicht aufgehoben? Ist die nicht in Reichweite oder was? Boah, Alter, du musst Alter, wie kann das eigentlich sein? Der Typ hat halt fast 70% Blockrate. Junge. Na gut, stimmt nicht, er hat 60, aber... Weißt du, wenn du 60 hast, dann hast du auch fast 70 und dann... ...60 ist 70 ist 100, alles das gleiche. Aber wir haben eh nichts Besonderes gedroppt, von dem her brauchst du uns eigentlich auch gar nicht anschauen. Aber ich glaube, es war Triple Schmuck, oder? Nee, war's nicht mal. Doppelschmuck. Intiret plus 1, Pensero plus 1 und sonst nichts. Aber es ist crazy, jetzt habe ich gesagt, ich droppe die ganze Zeit keine Intirets mehr und boom, 2 Intirets aus dem absoluten Nichts. Also ich meine, das ist ja nice, aber ich habe legit jetzt die letzten 2 Wochen so gut wie keine Intirets gedroppt. Als würden sie plötzlich gar nicht mehr existieren. Gerne auch wieder ein Intiret plus 2. Warum macht der Blade eigentlich nur 26.000 DPS? Was ist da eigentlich los? Oh, fuck.
Irgendwie mache ich heute ultra wenig Damage. Keine Ahnung warum. Alle meine Chars. Hast einfach nur vergessen, wie low du bist. Danke, Mr. Stephen McTowley. Danke für diese aufmunternden Worte. Es wäre lustig, wenn jetzt der Knight, weil der Knight hat jetzt ja Party-Modus Medium und der Blade hatte Solo-Modus Medium. Wenn der Knight jetzt auch nur ein Item droppt, das wäre jetzt so absolut lächerlich. Aber kann passieren. Ist schon oft passiert. Also gab Ari. Warst du nicht vorhin schon mal da? Dreckiger Hater hat einfach den Stream ausgeschaltet. Und tut jetzt so, als wäre das erste Mal hier. Auf Mute? Wow. Spuck mir halt gleich ins Gesicht. Wäre nett, wenn du mir nächstes Mal einen Kaffee kochst. Wenn du mich fixt. Kappa. Das wäre das Mindeste, was du tun könntest. Okay. Speedo plus 3 gedroppt. Das war ja klar, dass es heute passiert. Das war ja klar, dass das heute passiert. Speedo plus 3. Also actually gar nicht mal so gut. Also ich weiß nicht, was der Wert ist, leider. Aber ich habe gehört, nicht so viel. Er hat nur ein Item gedroppt. No way. Also es war plus 1 und plus 3. What the fuck? Dexion plus 1 und Speedo plus 3. Was ist das für ein Drop, Alter? What the fuck? Okay. Und was hat der gedroppt? Zweimal Strente plus 1. Interesting. Danke euch. Aber es ist echt so typisch, dass das ausgerechnet heute kommt, ey.
Einzige Run, wo ich irgendwas verkackt habe, war heute, seit über einem Monat. Und dann kommt ein scheiß Speedo plus 3, ey. Aber naja. It is what it is. Ist immer, irgendwie schafft es Flive immer, dass man sich trotzdem nicht freut. Wenn mal was Gutes passiert, was so gut wie nie passiert. Und wir haben ihn auf Hard gedroppt, muss man noch dazu sagen. Wäre noch zu erwähnen. Habe ich das Weihnachtsevent schon ausgekostet? Meinst du das mit den Santas? Nee. Ich habe bisher nur die gekillt, die nebenbei beim Leveln aufgeploppt sind. Die Hoffnung war, dass das so viele sind insgesamt, dass ich die 30 XP. Ach so. Na, ich habe 2 Stunden gelevelt, I guess, ja. Ja, anscheinend kommt da wirklich nichts mehr. Es wundert mich schon ein bisschen. Also ich meine, ich bin Enttäuschungen gewöhnt von dem Spiel. Aber ich hätte schon gedacht, dass da, ich hätte schon gedacht, dass da was kommt. Also ein Weihnachtsevent ist schon wenig. Aber ich sag mal so, am Ende hätten sie wieder nur ein Event gestaltet, das sowieso keinen gefallen hätte. Also von dem ist dann auch wieder egal, I guess. Wenn sie ein schlechtes oder ein schlechtes zweites Weihnachtsevent gestaltet hätten oder so. Aber das gar nicht mal zu probieren, ist halt irgendwie auch schon komisch. You was es nicht, was die sich dabei denken. Es wäre ja nur halb so schlimm, wenn es letztes Jahr nicht ein besseres gegeben hätte. Das Problem ist halt, man vergleicht es halt immer mit dem Jahr davor irgendwie. Dann wirkt das schon ganz schön wack. Gibt da schon Leaks bezüglich des Neujahresevents. Scheint auch nicht so üppig auszufallen. Aber ich meine, es ist ein Downgrade zum letzten Jahr wird, das war ja eigentlich auch jedem klar. Das letztes Jahr Weihnachts- und Neujahrsevent war so gut. Da hast du Belohnungen bekommen. Im Endeffekt hat man letztes Jahr so viele Belohnungen bekommen, vielleicht ist das der Gedankengang von Gala. Das letztjährige Event war so heftig, dass du so viele Belohnungen bekommen, das hat für 2 Events gereicht. Und deswegen ist das diesjährige Event halt nur einteilig und auch nicht schlecht, aber halt nicht mal ansatzweise so gut wie letztes Jahr. Vielleicht ist das die Logik dahinter. Könnte ich mir ehrlich gesagt sogar gut vorstellen, dass die sich das intern so ungefähr vorstellen. Letztes Jahr war es zu krass, da hat irgendjemand einen Fehler gemacht oder als Kollektiv haben sie einen Fehler gemacht, weil sie einfach ein zu heftiges Event aufgespielt haben. Und keiner hat irgendwie gesagt, Moment mal, das sind doch viel zu viele Belohnungen für ein Event. Weil technisch gesehen waren es ja 2 Events, Neujahr und Weihnachten. Aber ja, dass sie dann irgendwie jetzt gesagt haben, okay, dann machen wir dieses Jahr aber dafür nichts. Oder nicht nichts, aber wenig. Darf man dafür dann auch wieder Event-Mobs jagen? Ehrlich gesagt, das habe ich vergessen. Also ich weiß gar nicht, ob das so detailliert drin stand in dem Leak. Nee, ich glaube nicht, ne. So.
Ich bin komplett raus aus Fleisch. Man sieht, dass es richtig ist. Ich rege mich sonst nur darüber auf. Vielleicht zum FEC wieder. Ja, was soll zum FEC anders sein? Also ich meine, ich kann ja, irgendwie nicht. Ich probiere es irgendwie zu verstehen, die Logik dahinter, irgendwie zum FEC und so. Aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht den Unterschied. Ich meine, wenn das Spiel jetzt nicht cool für dich ist, also jetzt nicht speziell jetzt auf dich bezogen, sondern einfach auf alle, die jetzt sowas Ähnliches schon gesagt haben in den letzten Tagen oder Wochen. Wenn dir das Spiel jetzt keinen Spaß macht oder jetzt nicht, keine Ahnung, wenn es für dich jetzt keinen Sinn macht zu spielen, was ist dann zum FEC anders? Wo ist da der Unterschied? Und ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass es sich wahrscheinlich mehr gelohnt hätte, auf Borodeng in der Zeit vom FEC-Server zu spielen, als auf dem FEC-Server. Also langfristig bin ich der Meinung, haben die Leute, die auf FEC gespielt haben, weniger als die, die auf Borodeng gespielt haben in der Zeit. Ich meine, viele Leute, die auf Borodeng gespielt haben, haben halt in der Zeit nicht so aktiv gespielt. Aber wenn du genauso aktiv gespielt hättest wie vorher, oder halt, und ich meine, es gab Dungeon-Gruppen, die trotzdem jeden Tag Dungeons gerannt haben, also du hättest dir auch auf Borodeng ein extremes Arsenal an Penya, Items, Karten und so aufbauen können. Ich meine, immerhin waren das 5 Monate fast. Und jetzt alle, die auf FEC haben zwar geiles Equipment bekommen, mehr oder weniger nicht for free, aber Free-to-play freundlich, sag ich mal, wenn du früh angefangen hast. Aber dafür kannst du es nie wieder verkaufen. Und mag jetzt noch nicht so schlimm sein, weil du es jetzt immer noch gut benutzen kannst, aber lass noch mal ein halbes oder ein ganzes Jahr vergehen. Wie blickst du dann auf den FEC-Server zurück? Vor allem, wenn dann noch einer stattgefunden hat und du dir nochmal seriengebundenes Equipment geholt hast. Dann hast du 2, sag ich mal, gut ausgerüstete Charakter und alles, also nicht seriengebunden, sondern accountgebunden, aber ist ja scheißegal. Es geht ja nur darum, dass du es nicht mehr verkaufen kannst oder nicht mehr loswerden kannst. Und dann hast du 2 Equipments gebunden. Also ehrlich gesagt ist das ein absoluter Albtraum. Ich meine, ich habe im Endeffekt 5 Monate Spielzeit aufgewendet. Für, sag ich mal, Charakter, die ich nicht zwingend gebraucht hätte. Ich meine, ich habe kein Problem damit, so viele Charakter zu haben. Sonst hätte ich sie auch nicht gemacht. Mit den 15 Chars, die ich jetzt spiele, aktiv oder täglich. Aber die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und alles, was ich mir dort erspielt habe, war ja im Endeffekt Equipment. Alles andere konnte man ja auch nicht mitnehmen. Also du hattest, deine einzige Möglichkeit war ja in Equipment zu investieren, weil es das einzige war, was du mitnehmen konntest. Auf den Server hier. Und das ist jetzt alles gebunden. Und wie gesagt, spätestens in einem Jahr oder lass 2 Jahre vergehen, aber 2 Jahre ist zu lang, es wird schon 1 Jahr sein, denke ich mal. Wo du dir dann ernsthaft die Frage stellst, wie hart sich das eigentlich nicht gelohnt hat, weil das Equipment zu dem Zeitpunkt dann wirklich nutzlos ist. Man kann dann zwar Twink-Accounts machen, wo man das Equipment dann vielleicht noch nutzt auf einem niedrigeren Level, Farm-Chars oder so. Aber keine Ahnung. Also je mehr Zeit vergeht, desto mehr bin ich der Meinung, dass es sich eigentlich nicht wirklich gelohnt hat, dort so heftig reinzugehen. Und ich glaube, es passiert das, was immer passiert, wenn etwas vorbei ist. Man neigt dazu, es rückwirkend als besser zu betrachten, als es eigentlich war. Das passiert sehr häufig. Dass man im Nachhinein die rosarote Brille aufhat und alles plötzlich positiv sieht und die negativen Dinge, weil sie ja nicht mehr täglich anpissen oder so, blendet man ein bisschen aus. Man vergisst die schlechten Sachen und erinnert sich nur noch an das Gute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das beim FEC der Fall ist. Aber während der FEC live war, habe ich das eigentlich nicht so wahrgenommen, dass der so verherrlicht wurde. Erst als er vorbei war, war es plötzlich so FEC Nonplusultra.
war das Beste aller Zeiten, so ungefähr. So irgendwie erst nachdem der Server vorbei war, dass das plötzlich so rüberkam. Wie bei Wetten, das? Früher war es besser? Keine Ahnung, ich schaue kein Wetten, das. Gerade realisiert, dass man auf den nächsten FEC bis Level 160 levelt. Ja, das wird auch ätzend. Vielleicht sogar 180. Vielleicht kommt da noch ein Update im Frühjahr. Wobei unwahrscheinlich ist, dass noch eine Level-Erweiterung kommt. Probably nicht. So schnell nicht. Spiel macht schon Spaß, seit es draußen ist, aber immer auf Patch Day gefreut, aber seit Monaten eigentlich schon ist die Freude immer weniger geworden, weil nichts kommt. Würde sich das vielleicht bis FEC positiv ändern, wäre es für mich wieder ein Grund, aktiv zu spielen. Naja, aber ich meine, worauf genau hast du dich da gefreut? Ich meine, die Patches waren auch immer schon ziemlich ätzend. Also, ja, keine Ahnung. Was wäre denn ein Patch, wo du sagen würdest, da fängst du wieder an? Ich meine, klar sollte halt sein bei Flive, wenn ein fettes Update kommt, dann kommt lange Zeit erstmal nichts oder nur sehr wenig. So arbeiten die einfach bei Flive. Die droppen eine fette Bombe und dann kommen nur noch Kleinigkeiten, vielleicht mal ein gutes Event zwischendurch. Aber Flive ist so, die ballern dir alles auf einmal ins Gesicht und dann kommt monatelang gar nichts. Das war ja eigentlich am Anfang auch so. Es kam ein bisschen mehr Balancing und solche Sachen zugegeben am Anfang. Klar, weil sich ja halt auch viele Leute über viele Dinge beschwert haben. Aber eigentlich hat sich da nichts geändert. Weil es werden ja eigentlich immer noch nur Bugs gefixt. So, die Leute halt einfach nerven und so. Dann ist vielleicht ein bisschen weniger geworden zugegeben und sie warten länger, bis sie mal agieren. Aber es ist ja eigentlich klar, ich meine, das Spiel ist halt released und da musst du halt einfach mehr machen, weil sonst rennen dir die Spieler ja schon nach einer Woche weg. Also ich schätze mal, die haben damals auch einfach viel länger gearbeitet und so. Aber viele Dinge, die damals gepatcht wurden, das waren ja wirklich einfach nur Bugfixes. Im Endeffekt, das war jetzt ja auch kein Content. Also die Patch-Notes am Anfang, die bestanden ja zu 99% einfach nur aus Bugfixes, die auch wirklich dringend notwendig waren, weil das Spiel teilweise unspielbar war. Also jetzt nicht irgendwie was, wo du sagst, yo, das ist jetzt Content, der jetzt neu durch den Patch dazukam. Das kam da ja auch nicht die ganze Zeit. Da musst du ja auch erst aufs Astria-Update warten. Und dann haben wir ewig aufs Reborn-Update gewartet. Das Herbst-Update, das im März kam. Also so eigentlich genau das gleiche wie jetzt im Endeffekt. Jetzt warten wir auch wieder nur das nächste Update, basically. Nur, dass es jetzt halt noch sehr weit entfernt ist, weil das letzte Update erst einen Monat her ist. Ja, aber mittlerweile sind schon wieder 1,5 Monate. Wenn die ein krasses Dämonenkönig animiertes CS-Set raushauen, das ganze Material wackelt, wenn du dich einloggst. Das sage ich schon seit über einem Jahr, dass sie das endlich machen sollten. Keine Ahnung, warum sie es nicht tun. Aber das ist doch auch kein Content. Hast du nicht vorhin irgendwas von Content gesagt? Und was genau? Geile Sau, by the way, habe ich gleich auch nicht gesagt. Sri. My brother. Schri. Wenn man gut aussieht, macht Nanyang Skin direkt 1000% mehr Spaß. Nein, ich habe schon wieder Captcha nach dem Tower bekommen. Zieht's euch rein. Ich gehe aus dem Tower raus und bekomme dann ein Captcha. Also das muss mir auch mal jemand erklären, was da die Logik dahinter ist. Ich würde es ja verstehen, wenn ich es im Tower bekomme, weil ich immer innerhalb von 9 Minuten 200 Monster töte. Was wahrscheinlich relativ viel ist. Aber wieso erst, wenn ich rausgehe? Crazy. Vor allem, das passiert so oft.
Mindestens einmal die Woche. Dieses Capture-System ist echt eigenartig. By the way, ich muss neue Star Candies kaufen. Hab mir den Leak nochmal selber angeschaut, speziell den Event-Teil. Vermute, wird auch wieder mit Event-Mobs sein, weil es von 2024 mit Monstern stand. Das heißt, man so viele Monster besiegen darf für eine Box. Ja, oder? 2024 Monster mit plus minus 10 Leveln. Ja, genau, das habe ich vergessen. Ja. Ja, also ich denke tatsächlich, dass es 2024 Monster sein werden. Mit plus minus 10. Aber kann auch sein, dass Event-Monster sind. Das war ich gerade beim NPC, hätte ich es auch schon verkaufen können, ich Dödel. Also, ich hebe jetzt nur noch Waffen auf, die quasi... Eigentlich nur noch cleane Äxte und cleane Sticks. Na gut, plus 1 Äxte und plus 1 Sticks. Naja. Naja, ich einfach alle Äxte und Sticks. Ich habe zwar, glaube ich, gerade einen verkauft, aber egal. Ab dem nächsten dann. Genau. Achso. Ich frage mich nur, ob am 1.1. wieder ein saisonaler Battle Pass stattfindet oder ob sie den auch noch streichen wollen. Ich denke immer, der große Battle Pass wird bleiben, weil sie ja den... Ach verdammt, ist das Gewohnheit auch wieder verkauft. Also ich denke, dass der Januar-Pass quasi kommt, ganz normal. Ich glaube, dass sie mit den normalen, mit den anderen Battle Pässen aufhören werden. Weil ich meine, wann ist der letzte ausgelaufen? Ich glaube am 4. Januar der Upgrade Pass. Oder 11. Januar, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall auch schon wieder 2 Wochen her oder so. Und jetzt ist 2 Wochen kein neuer gestartet. Wir haben jetzt seit 2 Wochen quasi nur den Dezember Pass und den Christmas Pass. Und ich glaube, sie lassen es jetzt so erstmal wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal 5 Battle Pässe zeitgleich haben werden. Ohne Starter Pass gerechnet. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil sonst hätten sie ja schon längst wieder einen gestartet. Ich meine, so eine lange Zeit, wie gesagt, mit nur in Anführungszeichen einem Battle Pass hatten wir schon ewig nicht mehr. Also ein Battle Pass plus Event Pass. Meistens waren es ja 3 Battle Pässe und dann auch ein Event Pass und der Starter Pass. Und dann halt zeitweise bis zu 5 dann, whatever. Das war ja geistesgestört. Stamp 7 gedroppt. Nice. So. Citroën Kreativtechnologie. Wo ist er denn, der Boy? RM mieten 15 Mio die Stunde? Bruh. Ich hoffe, das ist ein Troll. Du willst, dass ich meinen Bot RM hinter dir herlaufen lasse? Jetzt nur 15 Mio die Stunde, Bro. Also. Da muss ich aber ganz schnell los. What the fuck einfach.
Ein höchst fragwürdiger Schaut. Was verstehe ich unter Aimbot? Gar nichts. Tu einfach so, als hättest du das Wort noch nie in deinem Leben gehört. Gibt es gar nicht. Doch, bei Roller. Du hast eine M, gibt's da Infos für dich? Nein. Alles, was in diese Richtung geht, ist gegen die Spielregeln. Und jeder, der es nutzt, gehört gebannt. Worauf ich hinaus wollte mit meiner Aussage, war einfach nur, dass der Tweet sich so anhört, als würde er anbieten, dass er die Regeln bricht. Weil warum zum Teufel würde man jemanden supporten für 15 Mio die Stunde? Das ist grottenschlecht. Also wenn du aktiv jemandem hinterherläufst für 15 Mio die Stunde, das ist sau schlecht. Dachte ich nutze es? Bist du wahnsinnig? Wenn ich es nutzen würde, würde ich wohl kaum so oft sterben. Und so viele Fehler machen. Und bei mir ist es reines menschliches Versagen. Ganz ohne Maschinerie. Ich bin einfach nur Kacke. Straight ass. That brother is straight trash. Gute Nacht, Mr. Bulge. Was geht ab? Bernhard. Oh. Bist du das XP-Event am Ausnutzen, Bernhard? Nach 5 Stunden Leveln ist dein Kopf einfach Matsche.
5 Stunden? Ist doch gar nichts. These are rookie numbers, young man. Du hast nur 4 Stunden geschlafen? Ja, und? Ich höre hier nur Ausreden, junger Mann. Streich das, junger Mann. Alter Sack. Guck dich an, Ü50. Du meinst wohl 17. Danke. Der 17 Jahre alte Chris war cooler. Du kennst den 17 Jahre alten Chris gar nicht. Hast du schon die neuen Funny Frisch Chili Cheese Fries Chips probiert? Nein. Ich esse keine Chips. CW schon durch? Yes. Du bist noch Schüler, keine Zeit für nervende Frauen? Das ist höchstwahrscheinlich die einzige Zeit, wo man Zeit dafür hat. Wenn du mal am Berufsgrinden bist, dann hast du keine Zeit mehr dafür. Wenn du ein Berufsgrinder bist und ein Side-Hustler, dann hast du keine Zeit mehr. Du weißt doch noch gar nicht, was Zeit überhaupt bedeutet, kleiner Mann. Du weißt doch noch gar nicht, was Zeit überhaupt bedeutet. Small boy. Small boy. Alter, jetzt nochmal Realschule, jeden Tag bis 13 Uhr Unterricht. Das war sogar, glaube ich, 12:50 Uhr. Und einfach straight up nie für irgendwas lernen, ey. Ich wüsste gar nicht, wohin mit der Zeit. Ich hätte Zeit einfach zu verschenken. Ich könnte die Zeit einfach verschenken. Ich hätte so viel Zeit, ich könnte sie einfach verschenken. Geistesgestörte Zeiten. Wenn ich damals doch nur schon gutes Internet gehabt hätte, ey. Ich hatte damit so beschissenes Internet, ich konnte halt nichts machen.
Ich musste mal über Nacht Videos hochladen, weil unser komplettes Internet down war, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Dass ich tagsüber keine Videos hochladen konnte. Ich musste immer über Nacht machen. Ganze Nacht PC laufen haben, um 2 Videos hochzuladen oder so. Gott, waren das beschissene Zeiten, ey. Konntest nichts machen. Ja, Schüler haben viel Zeit, aber wenig Geld. Heute genau andersrum. Weiß nicht, was besser ist. Also ich habe jetzt wenig Zeit und wenig Geld. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du meinst mit andersrum. Ich habe weder Zeit noch Geld. Aber es ist ja schön, dass du Millionär bist. Hat's wenigstens einer von uns geschafft. Du hast viel Zeit und viel Geld. Das erklärt, warum du so viel in Flive reincasht. Full Front. Kannst du eine Schätzung abgeben, wie viele durchschnittliche Spieler pro Monat reincasht? Keine Ahnung. Ich würde sagen Fuffi oder so. Naja, wahrscheinlich ein Fuffi, würde ich jetzt mal so schätzen. 200? Schließ nicht von dir auf andere, Lil Bro. Schließ nicht von dir auf andere. So. Also 200 wäre crazy. Na, so viel auf keinen Fall. 50 bis 100, irgendwo in dem Bereich, schätze ich mal. Könnten wir sogar vorstellen, dass weniger als 50 ist. Ich meine, pro Monat ist schon heftig. Also pro Monat, also selbst bei 50 im Monat wären es 600 im Jahr. Also das ist schon eine Summe, die viele Leute nicht bereit sind auszugeben für Videospiele. Also Fuffi im Monat ist schon gut, glaube ich. Ich denke, bei den meisten Leuten ist es eh so, dass sie halt einmal cashen für 100, 200 Euro, zum Beispiel wenn sie starten, oder 100, 200 an Weihnachten oder so. Und halt aber halt nicht jeden Monat zum Beispiel. Ich denke, das ist sowieso, also darum geht es jetzt ja nicht, es geht ja um den Durchschnitt, aber ich denke, so ist es ungefähr. Weihnachtsgeld liegt neben mir, ich ziehe alles bis 20. Disgusting. Wie viel cash ich? 0. Eine dicke, fette Zero. Zero. We ain't cashin' in this hood. In this hood, we ain't cashin'. We ain't no cashers. We ain't no snitches and we ain't no cashers. We don't snitch and we don't cash. Feuer Giveaway los, ich vergebe ein CS-Pad. Niemand will ein stinkendes CS-Pad.
Mach mal 500er A-Product Giveaway. Das wollen die Leute. Du brauchst ein CS-Pad, Tauli? Wieso? Wieso brauchst du ein CS-Pad? Zum Sachen aufheben? Dünnes Eis, kleiner Mann. Dünnes Eis. Du bewegst dich auf verdammt dünnem Eis. Kleiner Frechdachs. Du hast nur 1 bei 8 Chars. Aber das ist echt ätzend. Ja, 2 braucht man schon mindestens. 2 bis 3 sind ganz gut. 8 sind Overkill, also 8 CS-Pads braucht man nicht. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ich schätze mal, ab dem 4. bringt es überhaupt nichts mehr. Außer du hast wirklich bei jedem einen anderen Pad-Filter eingestellt, aber das habe ich nicht. Wenn man bei jedem einen anderen Pad-Filter hat, dann wird es vielleicht schon was bringen. Vor allem jetzt, wo der Pad-Filter so also jetzt, wo man ihn so unterscheiden kann. Das würde trotzdem nicht so viel Sinn machen, weil, also schon, aber bei Party auf Reihenfolge dann irgendwie auch wieder nicht so sehr. Also das Wichtigste ist eigentlich einfach nur, dass die Items nicht liegen bleiben. Solange das passt, ist es eigentlich auch schon Wurst. Du hast gar keins, Philipp. Tja. Was kosten die Dinger eigentlich? 1000 Cash. In der Regel so 100 Millionen Penya. Also aktuell so 100 bis 110. Kommt immer auch drauf an, welches CS-Pad. Es gibt schon CS-Pads, die sind ein bisschen seltener. Da muss man auch mal mehr ausgeben. Aber, also ich meine, ich weiß gar nicht, momentan, also ich habe das Gefühl, dass momentan auch viele Leute anfangen zu spielen. Was wahrscheinlich an Weihnachten, Urlaub und so liegt. Und so weiter. Ja, und erst vor einem Monat kam erst ein Update. Also momentan ist ganz gut was los bei Universe wieder. Und so viel Load-Zeugs wird gesucht. Ja, genau. Und ich denke mal, das hat auch ein bisschen Einfluss darauf, dass CS-Pads jetzt wieder ein bisschen mehr wert sind, weil sie waren lange Zeit echt wenig wert. Aber logischerweise, wenn jetzt so viele Leute Drehdra-Swords, GX und das ganze Zeug suchen, das sind ja auch die gleichen Leute, die eine Zielgruppe für CS-Pad-Verkäufer sind. Und warum würdest du jetzt noch dein CS-Pad für weit unter Cash-Wert verkaufen, wenn so viele Leute ein CS-Pad suchen? Auch CS-Pad suchen. Also das erste CS-Pad holt man sich vielleicht für Cash, aber wenn man doch ein zweites oder drittes will, dann kauft man sich auch mal für Penya vielleicht. Du kriegst deine G-Waffen nicht verkauft, irgendwas machst du falsch. Du verkaufst wahrscheinlich die falschen Waffen. GX-Te werden dir aus der Hand gerissen. Keine Ahnung, wie es bei den anderen Waffen aussieht. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber GX-Te sind momentan heiß begehrt. GX hast du im Shop für 55. Du verdammter Scammer, Alter. Was soll die? Du verdammter Abschaum. Aber heute hat jemand im Stream eine plus 6 für 60 gekauft.
Was ist die wert? Eigentlich so 30 bis 40. Clean. Derjenige, der sie plus 6 für 60 gekauft hat, war verzweifelt. Und hat keine andere gefunden. Angeblich. Aber 55 für eine clean GX ist geistesgestört. Einfach 500 F-Con. Ich kriege keinen einzigen scheiß Giant mehr, das lohnt sich ja null. What the fuck? Wie viele Giants tötest du so im Schnitt pro Waffe? 20. Wahrscheinlich weniger, oder? Du hast 5 Stunden Giants und Violets gefahren für 5 Waffen oder 6? Na gut, aber Violets droppen ja auch keine Waffen. Bei Violets farmst du ja Products. Das kannst du ja dann nicht mit reinrechnen. Das musst du entweder rausrechnen oder die Products noch oben drauf schlagen. Sonst macht es keinen Sinn. Moonleak, danke für den Follow. 10 Products noch. Ja, also, what the fuck? 10 Products ist auch nicht schlecht. 10 Products, selbst wenn es 10 A-Products wären, sind nochmal 60 Mio. Das sind 10 Mio die Stunde beim Gegen als Mittelwert. Das ist schon mal ein ziemlich guter Start für Low-Level-Grinden. Töte mal 5 oder 6 Stunden Monster, da kriegst du sicherlich keine 60 Mio. 1000%ig nicht in dem Levelbereich. Mein gut, du levelst halt dafür auch, aber Leveln ist wertlos. Besser gesagt, XP ist wertlos. 7% Poison Cloud? Trash. Aber besser als nichts. Das ist die zweitschlechteste Poison Cloud Erweckung, die überhaupt möglich ist. Vielleicht verkaufst du deswegen nichts, dachte, sie sind mehr wert. Ja, ich merke schon, du hast eine sehr teure Preiseinschätzung. Du solltest vielleicht nicht Reseller nach Preisen fragen, weil die geben dir nicht so gute Empfehlungen. Wenn du tatsächlich was verkaufen willst. Reseller jetzt 13 bekommen, als ob du Back-to-Back Poison Cloud gerollt hast. Kann man nur begrenzt die Christmas Giftbox eintauschen? Ja, aber du brauchst irgendwie 1000 oder so für alle Belohnungen. Halten? 13% Poison Cloud würde ich nicht rerollen, ja. Wenn du doch noch weiter rerollen willst, nimm eine neue Waffe. 13% Poison Cloud rerollt man nicht. Kann dir schicken? Ich wüsste nicht, inwiefern das irgendwas beweist, also tu es nicht. Das war nur ein klassisches, ich kann nicht glauben, dass du so viel Glück hast. Nicht im Sinne von, ich glaub's dir wirklich nicht, schick mir einen Beweis. So war das nicht gemeint. Aber das XP-Scrolls nur von 2, das bleibt jetzt auch so? Ach so, naja, genau. Du kannst alles nur so oft eintauschen, wie es da in der Liste steht pro Charakter. Aber wenn du dir alle Belohnungen holen würdest, würde ich dir auch nicht empfehlen. Die meisten Belohnungen braucht man nicht zwingend. Vitalring und Refresher holt zum Beispiel. Ist so eine Belohnung, die man meistens nicht unbedingt braucht. Oder Blinkwings oder Velocity oder was auch immer für ein Scheiß noch dabei ist. Aber ja. Also wenn du dir alle guten Belohnungen holst, also sag ich mal Upcut Stones, Amplis, Protect und so, da brauchst du schon einige 100 Boxen. Und wenn du dir alles holen würdest, das ist wirklich alles, dann bräuchtest du ja mehrere tausend. Oder weit über 1000. Von dem her ist man da schon gut beschäftigt. Und wenn dir das alles nicht reicht, kannst du es ja auch mit mehreren Charaktern machen. Und dir zum Beispiel die Products öfter holen.
4. Januar, ne? So langsam müsste ich auch mal anfangen. Lohnt noch anfangen wieder? Immer. Solange ich Flive spiele, wird sich Flive anfangen lohnen. Merkt ihr das? Wenn ich mal nicht mehr spiele, dann lohnt es sich nicht mehr. Also so in 60 Jahren oder so. Wenn die Arthritis mich quasi lahmlegt. Oder das, Kalixon. Ach, geh doch weg. Ich habe halt mit meinem Elementor straight up jede Belohnung aus den Dailies im Inventar, Alter. Das ist auch geistesgestört. Also eigentlich ist es Schwachsinn, weil man braucht die ja gar nicht alle, weil viele bringen mir ja nichts auf dem, zum Beispiel Crit-Rate. Aber ich spiele ihn ja aktiv sowieso nicht wirklich. Deswegen passt schon. Aber das ist ganz lustig, weil da kommt nie ein Item dazu, weil die alle hier unten sind. Wo gibt es die meisten Santas? Also soweit mir gesagt wurde, ich habe es noch kein einziges Mal gefarmt, gibt es wohl keine Hotspots. Was ich ehrlich gesagt daude. Aber ja, eigentlich ist es pures Glück. Weil die respawnen immer in so Wellen. Also es respawnt jetzt nicht ein einzelner Santa, sondern es respawnen halt in ganz Flares oder in der Hälfte von Flares spawnen Santas neu. Und das heißt, am besten halt einfach über die Map laufen, fliegen, whatever. Und wenn du halt siehst, du findest keinen einzigen Santa, nirgendwo ist irgendwas. Und du guckst wirklich, also du guckst nicht nur so nebenbei so Larifari, sondern du guckst wirklich richtig. Und siehst aber, da ist einfach nirgendwo irgendwas. Dann geh woanders hin. Weil dann war da wahrscheinlich gerade eben jemand. Kann natürlich sein, dass dann jeden Moment der Respawn kommt. Aber das weiß man halt nicht. Aber auf jeden Fall weißt du, okay, da war jetzt gerade erst jemand offensichtlich, weil du findest einfach nichts. Das heißt, komplett woanders hingehen am besten. Gibt nichts Schlimmeres, oder der größte Fehler bei solchen Events ist meiner Meinung nach, du fliegst oder läufst jemandem hinterher und der farmt dir quasi alles vor der Nase weg und du läufst ihm quasi hinterher und deswegen kriegst du nichts.
Deswegen, wenn man zu lange nichts findet, dann einfach woanders hingehen. Weil dann besteht die hohe Chance, dass du einfach jemandem hinterherlatscht, der dir alles vor der Nase wegschnappt. Einer der größten Kritikpunkte an dem Event-Format. Dass man sich quasi gegenseitig die Monster so ein bisschen klaut und damit die Belohnungen. Hab solche Events noch nie gemacht. Warum zum Teufel hat die so viele Karten im Inventar? Okay. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Müll verkaufen. Diese Sharmutra-Gowns, die kauft auch irgendwie keiner. Wie viel ist jetzt der Speedo plus 3 wert? Keine Ahnung. Das werden wir dann schon rausfinden. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, als hätte ich schon mal ein Speedo plus 3 gedroppt aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube, das war auf FEC. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, aber ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor.
scheint wohl nicht mein erstes Rodeo zu sein. Mit diesem Baby. Baby Girl. Aber, ja. Aber leider einer der schlechteren Drops. Also Dexion wäre mehr wert, Strente wäre mehr wert, Intiret wäre mehr wert. Und die einzigen, die weniger wert wären, wären wahrscheinlich Mighty und Pincero. Ich glaube, Mighty ist actually auch so um die 500, wenn jetzt Hobbit sagt 500. Vielleicht ein kleines bisschen mehr als Mighty, mehr wert als Pincero, aber weniger als alle 3 Ringe, also kein sehr guter Drop auf jeden Fall. Also, ich meine, ich nehme es natürlich, aber nicht das Beste. Also ich wollte einen der 3 Ringe eigentlich wieder haben. Das ist Cash Money. Cash Money More. 500. Wenn er weggeht, das Problem ist halt auch, der ist extrem schlecht verkäuflich, weil eigentlich braucht kein Mensch Speedo plus 3. Eigentlich ein reines PvP-Item und selbst da, glaube ich, ist er mit dem neuen Schmuck nicht mehr so ultra interessant. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung, wer überhaupt noch ein Speedo plus 3 haben will. Ich nicht. Tja. Aber das sehen wir dann schon. Schauen wir mal, dann senken wir Show. Danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Schlaft gut, haut rein. Viel Erfolg noch, viel Spaß noch. Viel Spaß mit dem XP-Event. Haut rein. Ciao, ciao.